Ja, hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinem Hof in Ravenport. Den sieht man also hier, wir stehen jetzt hier oben. Hier habe ich einen Überblick über mein Reich. Und ja, wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Also der Hof Ravenport hier, der hat also 8 Felder mittlerweile und 2 Hühnerhöfe. 2 Hühnerhöfe. Also 2 Hühnerställe eigentlich genau genommen. 2 große Hühnerställe habe ich also. Und die habe ich seit Anfang an. Das ist mein zweites Spiel. Und ja, jetzt gehen wir mal zur Karte. Und hier sind wir mein Reich. Ich bin jetzt bei der Bodenbeschaffenheit. Jetzt sind wir bei Feldfrüchten. Also, mir gehört 24, 25, 26. Und mir gehört 23 und 19. 19 ist also ein reines Grasfeld, das ich jetzt gestern wieder angelegt habe oder vorgestern. Und auf 23 wachsen jetzt Kartoffeln, auf 26 wächst jetzt Mais. Und dann gehören mir noch die Felder 15, 16, 17. 17 habe ich gestern abgeerntet. Müssen wir mal sehen, dass wir da vielleicht heute ein bisschen weiterkommen. Und 23 müssen wir auch fertig machen. Und wie sieht das? Beim Wachstum sieht das also so aus, dass wir 23 haben wir Kartoffeln, da können wir Kraut schlagen. Brauchen wir aber kein Kraut schlagen, weil mein Kartoffelernte, der macht das in einem. Das ist ein Kombi. Und da oben müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen was düngen da. Da haben wir den Ölrettich, da habe ich Ölrettich. Da müsste ich vielleicht noch mal drehen, was ich da als nächstes mache. Vielleicht noch mal drüber grubbern und dann mal da Kartoffeln setzen. Das ist diesen Feld. Das hatte ich ja vor. Und dann muss man sehen, was wir da hinten machen. Gut. Also soweit mal dazu. Dann möchte ich mal meinen Maschinenpark euch zeigen. Das ist meine Garage. Also ich besitze hier einen Valtra. Ich besitze 3 Fiats. Ich besitze einen Holland, einen New Holland. Den habe ich zuerst gekauft. Also ich besitze also 5 Traktoren mittlerweile. 4 Traktoren und den 5er noch. Ja, der Valtra ist natürlich der stärkste Traktor, der hat 165 PS. Und die anderen, die haben 150, das ist meine Arbeitstiere. Und der Valtra, das ist mein Hühnertraktor zum Transport und so. Also ich habe da zwei Traktoren, den brauche ich zum Grasernten. Der hat dann die Funktion Grasernten und der hat die Funktion eine Hühnerernte zu machen. Der hat dann Frontlader. Ja, dann habe ich dann das Ladegerät, wie den Drescher TX32 und dann habe ich 2 Anhänger, zweimal HKD 302. Einen habe ich gestern gekauft, dann habe ich noch einen kleinen Anhänger, 3 Transportfahrzeuge. Dann habe ich hier das Schneidwerk für den TX32. Dann habe ich eine Kartoffelsämaschine, eine Kartoffelerntemaschine, die Opa, der Kader 2. Was ist das? Ja, das ist glaube ich der Krautschläger. Und das ist die Erntemaschine. Ich habe eine Erntemaschine und noch eine Erntemaschine. Und natürlich den Drescher noch als Erntemaschine. Ja, was ist das jetzt hier? Das ist glaube ich der Krautschläger nochmal, ne? Was war das jetzt hier? Damit kann man dazu, das wäre eine Sämaschine für Felder zu bestellen. Damit kann ich halt eine Einzelkornmaschine
Und dann haben wir den Couchchecker also. Und da haben wir die Tiefenlocker. Okay, dann haben wir dann eine weitere Sämaschine, die kann säen und grubbern. Dann haben wir hier die Optima, das ist eine Einzelkornsämaschine. Das andere war die Kartoffelsämaschine hier vorhin. Die hier, glaube ich, das war der Couchchecker. Das da, kann man Kartoffeln mit. Genau, das ist die Kartoffelsämaschine. Ich habe also 3 Sämaschinen und 3 Erntemaschinen. Und dann haben wir zweimal hier einen für Kalk und einen für Dünger. Und dann habe ich den Böltinger und den Kuhn. Den brauche ich für Grasballen zu erzeugen. Ja, das ist sozusagen mein Fahrzeugpark. Gemüsegeräte habe ich keine als Eigentum. Und okay, der nächste Punkt, meine Bilanz. Also Bilanz liegt beim momentanischen Guthaben von 7.200. Ich habe einen Schuldenstand von 865.000 und der Kreditrahmen müsste ungefähr 1 Million sein. Also da habe ich noch Luft nach oben und ja. Okay, jetzt geht es also darum, den Schuldenstand zu mindern, runterzufahren. Heute will ich vielleicht noch eine Anschaffung, nämlich um den Rest hier abzuernten, brauche ich noch so ein Gerät, mit dem ich das Schneidwerk muss ich noch austauschen, das Schneidwerk. Also ich habe ja bisher ein Schneidwerk hier an meinen Fahrzeugen dran. Das ist die Kartoffelerntemaschine. Okay, Moment, können wir mal drehen. Drehen wir kurz die Kartoffelmaschine. Dann fahre ich da mal den Anfang. Bevor wir jetzt dahin, der dann geschlafen war, wollte ich hinfahren. Da haben wir alles abgeerntet. Und da möchte ich jetzt da runterfahren. Ja, das Problem mit den langen Strecken hier ist natürlich, dass ich jetzt die Probleme habe, das richtig abzuernten. Wir waren das mal hier fahren. Fahren das mal hier. Fahren wir hier so rüber. Und dann hier habe ich gestern in der Nacht hier versucht, hier ein paar Sachen zu machen und das hat dann auch nicht so geklappt. Jetzt muss ich hier einfahren. Stopp. Ich möchte die Runde hier mitnehmen. Sieht aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Kommen wir den jetzt mal ab. Ein bisschen, wie sieht das hier aus da hinten? Ja, könnte schon klappen vielleicht. Also, den Einschalten, Absenken haben wir. Und dann können wir jetzt hier vielleicht mal ein Stück fahren. Und dann möchte ich mal die Perspektive ändern. So. Und dann möchte ich jetzt hier die Reihe abfahren. Hier die Reihe möchte ich abfahren. So, diese Reihe. Das mache ich jetzt per Hand. Mache ich das. Ich möchte vielleicht eine Reihe stehen lassen. Da ist eingeschätzt? Ja. Dann wird vielleicht eine Reihe stehen. Jetzt hier. Und dann nehme ich den breiten Streifen mit hier. Der hatte den Kartoffelstreifen hier ab. Ich weiß gar nicht, warum ich den jetzt hier. Ich hatte den Helfer angesetzt und der Helfer hat wohl nicht das gemacht, was ich erwartet habe, sondern der fuhr einfach hier diese Linie entlang. Nur stracks und dann stand ich da. Jetzt hatte ich da so eine lange Linie
Und ja, jetzt habe ich noch dieses Feld hier vorne, die paar Reihen, die möchte ich jetzt auch noch abernten irgendwie. Dazu muss ich jetzt hier vielleicht mal nach vorne fahren, in den Anfang des Feldes. Und dann machen wir dem auch. Dann hat die weniger Arbeit. Und dann fahre ich hier in den Anfang des Feldes hier rein. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Dann sollte der jetzt hier, das Feld hier, macht er nicht. Hier fängt das Feld gar nicht an. Also, was ist das jetzt wieder? Das Feld fängt weiter vorne an. Also, wieder zurück. Also, das Feld fängt also da vorne an. Hier fängt das Feld an. Ich muss ja mal sehen, dass ich hier drehe. Und dass ich dann dahin komme. Und dann fahren wir ein Stückchen zurück vielleicht mal. Und dann kann ich jetzt hier vielleicht. Man sieht ja auch nichts, das ist auch schlecht hier. Also, hier wollte ich eigentlich reinfahren. Hier wollte ich eigentlich reinfahren. Und dann hier so rein. Genau, hier wollte ich reinfahren. Und mal zurück. Also muss ich mit der Hand hier abfahren. Okay, jetzt gehe ich ihm ab. Und seht ihr das? Jetzt kann ich hier den Helfer einsetzen. Der Helfer fällt jetzt hier runter, okay. Was macht er dann unten? Macht er dann die Reihe oder macht er die Reihe? Also, da muss ich noch herausfinden, wie ich das Feld hier kartoffelmäßig am besten ernte. Okay. Muss ich aber nicht hier umfahren. Stopp mal. Muss ich hier gleich umfahren. Dann vielleicht das nächste Feld nehmen hier. Ich das nächste Feld nehmen, dann hier das abernten. Und das hier ernte ich jetzt ab. Und fahre ich jetzt hier hoch. Und kannst du den Helfer wieder was machen? Macht er nicht, oder? Macht er doch? Ich weiß nicht genau. Macht er jetzt so will nicht, oder? Will nicht. Beleidigt oder was? Ja, also man sieht, das ist gar nicht so einfach hier, die Kartoffeln abzuernten. Und jetzt fahre ich dann wieder rum rein. Und dann fahre ich hier so rum. Und ich hier das mitnehmen. Ich glaube, du wolltest es nicht gemeint. Ich wollte die nächste Reihe dann nehmen. Noch weiterfahren. Ich möchte da reinfahren. Ich möchte da reinfahren hier. Ja. Ich möchte hier reinfahren, so. Und jetzt möchte ich das Feld abernten. Dann habe ich den Schalten. Und dann soll das jetzt mal abernten. Jetzt ernte ich halt selber mit der Kartoffelmaschine hier das ab. Wenn das mit den Helfern nicht klappt, muss man das halt selber machen. Manchmal klappt das aber nicht. Und die Kartoffeln habe ich aber schon wieder 3 Tonnen drin. Jetzt muss ich noch ein Stückchen weiterfahren. Ich weiter bis in der Hand, okay? Wollte gleich mal zurückfahren. Und geht hier steil runter. Ich kann ich den nicht dran arbeiten lassen. Also jetzt wollte ich hier rüberfahren. Wollte ich hier umfahren und dann gleich wieder hochzufahren.
So, um das so abzufahren, so hatte ich mir das gedacht, dass ich dann jetzt hier hinkomme und dass ich dann jetzt hier das abernte. Okay, es geht hier berghoch und der fährt sowieso nur 10 Kilometer schnell, wo mein Traktor hier 150 PS hat, hat der Mühe, das hier halt zu ziehen und beim Abhang hat er auch mal Arbeit. Also, es scheint hier eine Handarbeit auszusehen und die Handarbeit hier. Also, was haben wir? 5000 Liter haben wir gleich. Und das hält natürlich auf. Das hält natürlich auf und aber was soll man machen, wenn man. Okay, dann kommen wir hier mal weiter. Kommen wir hier rein. Kommen wir hier noch ein paar abernten. Dann ernten wir hier auch ein paar ab. Und dann fahren wir hier so rein. Und die auch mitnehmen hier. Dann fahre ich hier so rüber. Dann fahren wir hier die Reihe ab. Okay. Und die Reihe ab hier. Der erntete ja auch schön ab. Aber von Julia Ernterettung bei. Ja, toll, so habe ich mir das gedacht. Also, bist du gerade voll dabei? Kannst du nicht weitermachen. So, hier haben wir so. Was haben wir hier? Hier haben wir so gerade den Ölsaat gesät. Und Ölsaat gesät. Das heißt also, ich möchte jetzt erstmal oben fahren, den Traktor holen. Genau, ich wollte den Traktor holen. Den wollte ich holen. Und hänge ich den erstmal ab hier. Dann fahre ich jetzt mal runter zu meinem Hühnerstall. Deswegen kann ich ja nichts anderes machen. Und jetzt scheint die Periode zu beginnen. Und dann lasse ich den da erstmal stehen. Okay, was mache ich jetzt hier? Ja. Wo steht der Drescher eigentlich? Der Drescher sollte hier auch irgendwo stehen. Der Drescher. Da hinten steht der Drescher. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier wächst irgendwas. Weizen oder? Das ist mein Weizen? Ja, wohl nicht. Bestimmt kann ich jetzt wegen sowieso nichts machen. Wie lange wird das jetzt regnen? Schwer zu sagen. Also, das war wunderlich mit dem Kartoffelernten jetzt. Also fahren wir erstmal runter. Im Regen können wir wenigstens die Hühner versorgen. Und wir können im Regen was machen. Ja, sehen kann man natürlich immer. Und sehen und düngen können wir auch. Sehen, ernten, düngen. Und dann können wir auch grubbern. Ich könnte versuchen, vielleicht schon mal ich möchte mal hier zum Hühnerstall fahren. Hier ist alles prächtig. Dann können wir erstmal hier zum Saubermachen. Jetzt haben wir 10 Uhr gleich. Bisschen spät. Die Hühner werden schon wieder meckern. Weil ich wieder so spät bin hier. Unfähiger Bauer. Ich muss wieder wechseln hier. Ich habe den
muss ein bisschen hoch machen. Dann kann ich auch besser lenken. So. Und dann, ne, so nicht, so weit nicht. So auch nicht, so. Und dann kann ich den ein bisschen absenken. So ein bisschen, so nicht. So vielleicht. Muss so fahren. Könnten wir fahren. Und den oben. Dann können wir den noch weiter, können wir den abwerfen. Okay, dann haben wir den schon mal sauber. Hühnerstall Nummer 1 sauber gemacht. Und dann haben wir zum Hühnerstall 2 hinten. Machen den auch noch sauber. Also im Regen kann ich nur Gras mähen, um Geld zu verdienen. Und ja, nur ist auch gut. Das ist eine wichtige Einnahmequelle, das Gras. Also, ich habe ja dafür extra das Grasfeld angelegt. Dann kann man den ein bisschen so machen. Dann mal vorfahren, kannst nur so ein bisschen ab und dann fahren wir den hoch. Dann können wir den abfahren. Okay, jetzt haben wir damit quasi auch ich muss den waagerecht so machen, dass die die Schippe vielleicht wieder runterfallen. So. Und möchte hier wieder von abstellen. Wieder hier abstellen und dann kann ich die Hühner quasi einsammeln. Die Kartons. Setzen wir sie mal ab hier. Und jetzt möchte ich ihn abkuppeln. Dazu muss ich da vorne, da habe ich ja 2 Geräte drin. Einmal die Schaufel und dann habe ich nochmal den eigentlichen Rahmen. Da muss ich dann immer hin und her schalten. Und jetzt kann ich den abkuppeln. So, komm. Und jetzt möchte ich ein. Und wo sind wir jetzt hier? Bei meiner wilden Kurbelei. Manchmal so, dass ich dann gar nicht mehr weiß, wo ich genau bin. Okay, haben wir. Mit den Anhängen. Und jetzt haben wir da schon wieder viele Pakete. Und dann springen wir mal aus. Was sagen eigentlich die Hühner? Muss ich da welche verkaufen? 46, 36, 15. Ja, muss ich verkaufen. Und da muss ich auch verkaufen. 64 Stück verkaufen. Also aussteigen. Dann gehen wir erstmal zum Hühnerstall. Mal Taste R drücken. Komme ich zum Viehhändler. Jetzt verkaufen wir 60 Hühner. 60 Hühner verkaufen wir also. Und beim anderen Stall verkaufen wir auch 60 Hühner. Und dann haben die Hühner wieder ein bisschen mehr Platz hier. Jetzt haben wir 94, 550 haben wir schon mal. Dann haben wir 60. Okay. Bestätigen wir. Und dann haben die ein bisschen mehr Platz hier. Dann gucken wir mit dem Futter länger aus hier. Ich muss den mal runter machen, so. Jetzt habe ich den. Und den schon mal drauf werfen. Also wie viele Kartons habe ich jetzt hier? 5. 5 und 9 oder wie? Jetzt einen habe ich schon gemäht hier. Das ist der zweite Karton jetzt. Zweite Karton im Sturm in den Regen. Ist egal, ne?
stört die Eier nicht und der Bauer stört das auch nicht und mich auch nicht, weil ich sitze hier schön im Trocknen und vor dem Bildschirm, dann macht das nichts aus. Aber jetzt haben wir eine Parallele. Bei mir regnet es draußen am Fenster und hier regnet es auch. Passt also. Perfekte Harmonie. Also das wird wie eine reiche Ernte werden. Ich habe gestern den nicht weggebracht, die Eier. Und weil gestern war ich zu sehr beschäftigt wieder mit allem. Kam ich gar nicht dazu. Und heute sieht wieder so aus. Ja, es gibt schöne Tage ohne Regen. Es gibt wieder Tage, wo es so viel regnet. Dann können wir den Karton nehmen, den hier drin. Und der Foto kam mir neu dazu. Der ist noch nicht ganz voll, denke ich mal. Und dann nehmen wir den aber jetzt auch mit den neuen. Und das ist jetzt halt mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, wie lange ein Karton jetzt benötigt, um voll zu werden. Wir machen den hier hin. Und der steht aber auch dort da. Also, so können wir den mal abpassen, genau. Und dann können wir mal wieder weiterfahren zu dem hinteren. Da wollte ich nicht hinfahren. Hier wollte ich durchfahren. Und dann fahren wir zu dem anderen. Also Kartoffelernte fällt heute aus. Und hier können wir jetzt mal hochfahren. Zu den Eiern hier. Da sind wir jetzt lang genug dran. Mit dem Anhänger. Dass wir nicht so weit laufen brauchen. Okay, steigen wir wieder aus. Checken wir jetzt hier, so sind wir ausgestiegen, okay. Jetzt sind wir hier am Tor, wo wir jetzt CR machen. Da haben wir das Viehmenü, genau. Denn hier wollen wir auch 60 Stück verkaufen. Jetzt nervt es natürlich ein bisschen, aber die 60 mal zu kriegen. Und die 60 Hühner zu verkaufen. Aber vielleicht werden die das auch irgendwann mal ändern. Ja, wenn man das natürlich nur alle paar Wochen mal spielt, das Spiel hier, und nicht jeden Tag quasi und auch nicht so viele Hühner hat, dann geht das vielleicht. Ich denke, die Firma wird wissen, wer das wie oft spielt. Die wollen dann, vielleicht sind viele Leute, dass sie sich nur mal ein paar Hühner lassen wollen und dann spielen die alle paar Wochen mal. So. Und dann können wir jetzt hier
Den wollte ich noch nicht nehmen. Ich wollte jetzt mal den letzten nehmen da. Den wollte ich nehmen. Und ja, das ist ja, könnte ich vielleicht sogar 10.000 heute schaffen, ja. 10.000 Hühner hatte, weil ich habe heute noch nichts verdient. Und da habe ich schon ausgegeben für meine Leute, wie sich das anhört, ne? Meine Leute, für die Helfer meine ich jetzt. Okay. Für die Helfer, dann nehmen wir den jetzt hier. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Dann haben wir noch 4 und dann den einen von vorne. Okay, das ist ja gut. Dann machen wir irgendwie runter. Und vorher nehmen wir noch den. Aber. Und der ab. Dann haben wir den letzten auch noch hier. Der letzte Karton. Den packen wir auch noch. Dann haben wir sie alle. Dann können wir mal losfahren hier. Wie sieht es aus? Und der könnte ein bisschen weiter wegfahren dort. Das ist ein bisschen ungünstig, oder? Okay. Das ist dir so gefallen. Und das war's dann hier. Das können wir auch nochmal. Wie sehr zu fahren? Okay. Und das war's dann. Sehr schön neues Paket. Okay, dann fahren wir jetzt hier mal weiter. Und dann fahren wir jetzt hier mal darüber. Und dann fahren wir erstmal die Eier verkaufen. Ja, wo können wir jetzt einen guten Eierpass? Bei großer Fuhre macht sich das vielleicht bemerkbar. Also, Eier pro Seite. Es gibt sogar 365 für Kartoffeln, sehe ich gerade. Das sind die Eier 3100 im Gemeindespeicher und im Hafenspeicher. 3200 sogar. Also bei der Ranch kriege ich den besten Preis.
wenn man so in den Schiff geht, dann fahren wir zur Ranch und haben sowieso nichts Besseres zu tun. Also fahren wir zur Ranch. Okay. Ja, das ist also das Los des Bauern, dass er jeden Tag hier hin und her fährt, am dauernd am Fahren ist, mehr Kraftfahrer ist als Ernte und der, weil dauernd muss er die Ernte und das muss ja irgendwo dauernd weggebracht werden, hingeschafft werden und so. Die Erntemaschinen müssen auf die Felder gebracht werden. Also von daher war vielleicht vorher das BKF-Praktikum da mit ETS ganz gut, ganz praktisch. Ja, husch husch. Also hier habe ich jetzt 2 Maschinen stehen. Hier habe ich den Traktor Nummer 1 und dann steht da hinten, die kann ich auch irgendwo runterfahren hier. Dass ich da direkt bei mir hinter dem 19 rauskomme dann, ne? Hier geht's irgendwo runter. Da steht der, hier geht's irgendwo runter. Hier, jetzt will ich runter, da steht der Wagen und da könnte ich mal versuchen, ob ich mal um Schnellweg dort hochkomme wieder. Vielleicht nicht mit den Anhänger, aber dann brauche ich dann nicht immer den Weg für die Straße zu gehen. Das ist ja ein Umweg. Die fahren also auch bei Regen, fahren die Spazierfahrten ab. Okay, also so weit sind wir hier noch lange nicht, dass wir uns sowas leisten können. Also, mit 1 Million Schulden, also 900.000 haben wir, nur weiter nach vorne fahren, so stopp, ein bisschen zurückfahren wieder, so hoch, gut, und dann steigen wir mal aus und dann, das vielleicht damit zusammenhängt, wo ich da stehe. Ich würde gerade aussteigen, ich war gerade ausgestiegen, aber irgendwie ist dann doch wieder nicht ausgestiegen. Ich müsste da hochfahren, ich möchte jetzt da hochlaufen, so, und dann müssen wir ein Stückchen nach vorne fahren, und dann fahren wir jetzt erstmal den, wie viel weiter, okay, ging ja gut heute, mit dem vielleicht auch, gut, super, was habe ich heute gemacht hier? Welche Sachen, wie ich vielleicht hier und die ganzen gesagt habe, da sind wir okay. Okay, also ich werde an das Ende des Feldes fahren, bis dann nee, ich hatte gerade gemeint, dass ich da vielleicht auf diese Weise
gesehen hat. Ja, manchmal geht das gut und manchmal nicht jetzt hier. Ich weiß nicht, wonach das hier so geht, aber ob ich jetzt lernen muss, mit der Maschine umzugehen oder ob der Simulator lernt, wie ich ticke, weiß nicht genau. Die ging wieder gut und die geht auch gut. Da steht das an, wie ich hier stehe. Okay. Und die Felder gleich, die Pakete gleich abgeladen. Okay. Den hat er auch genommen. Und das Paket nimmt jetzt auch, hoffe ich. Okay. 84. Noch 4 Pakete, die werden wir noch schaffen. Und jetzt hat hier so einen komischen Berg hier drin. Jetzt ist es wieder schön sauber, ja? Wie sieht das aus hier? 1, 2, okay, super. Alle geschafft. Also, was ist die Ernte jetzt hier? 9000, was habe ich jetzt hier? Mal schauen. Was habe ich bei der Ernte eingenommen jetzt? Also, 3000 von den verkauften Tieren. Da bleiben dann 1200 für mich über. 800 von den Fahrzeugen, Wartung heute Morgen, ja. 9300 haben wir also von den Einnahmeernte, 9300, fast 10.000. Ja, super. 10.000 durch Eier. Und dann können wir mal fahren in die Heimat. Dann fahren wir in die Heimat, 10.000 Euro in der Tasche. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Es regnet, wir können nichts machen. Wir können vielleicht das Feld hier teilweise grubbeln, bis weil das braucht ja doch eine ganze Weile, bis das Feld gegrubbelt ist. Und hier, das meine ich, dass das lange Feld hier grubbere. Und wie komme ich jetzt hier runter? Hier könnte ich irgendwo runterfahren. Ja, mit dem Wagen aber nicht. Mit dem Wagen muss ich dann nicht runterfahren. Also mit dem Grubberfeld hier kann ich eigentlich nicht grubbern. Bis der Arzt kommt, bis hierhin könnte ich grubbern. Oder bis hierhin, dass ich dann den dahin stelle, oder was mache ich dann da? Das könnte ich auch weggrubbern.
und das ganze Feldgruppe, dass ich das Kartoffelexperiment beende und dass das Feld also tiefenlockern, das ganze Feld tiefenlockern und dann dass ich darauf vielleicht Ölsamen oder Ölsaat oder Sojabohnen gleich. Ölsaat vielleicht, genau, Ölsaat setze ich dann darauf und dann mache ich dann da hinten Sojabohnen, nachdem das bei den Kartoffeln nicht so besonders geklappt hat. Ich hoffe, dass es dann beim Soja besser klappt. Du musst ihm dann auch helfen. Muss man vielleicht dabei bleiben. Und okay, jetzt sind wir hier. Dann natürlich weiter, okay, und den abhängen. Und jetzt brauche ich was. Vielleicht sollte ich hier das Geld auch zum Transportieren nehmen, dass ich den hier mit transportiere und wenn der dann da oben nicht rudern kann, nicht sehen kann, nicht an kann, dann kann er aber vielleicht mit Tiefenlocker schon mal weiterarbeiten. Geht dann nehme ich die mal an und dann versuche ich mal, ob ich jetzt hier nicht an der Seite hochkomme. Ich also mit dem Traktor jetzt hier den Schneidwerk hochfahre. Hier komme ich irgendwo hoch. Dann müsste ich irgendwo auf die Felder kommen hier eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Und wo geht das jetzt hin? Hier müsste es umgehen und dann hier hoch. Ja, hier geht es hoch. Ja, hier kann ich sogar gut fahren. Hier kann ich sogar gut fahren. Da hätte ich hier auch, muss ich jetzt irgendwo hoch? Hier gehe ich jetzt hoch, ja. Wenn wir hier hochfahren. Wenn wir hier hoch, ja, wieso nicht? Der schafft das ja alles locker. Der schafft das locker. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwo hoch, hier. Wir müssen links fahren. Hier ist links hoch. Fahren wir hier links rum. Dann fahren wir hier so hoch. Okay, wo stehen wir jetzt hier? Hier kommen wir jetzt raus. Und dann können wir mal in die Runde grubbern, ne? Dass wir das hier grubbern lassen. Aber dafür machen wir dann, den stellen wir dann hier auf der Straße, mal ab, stopp. Und stopp. Also ich sage stopp, aber ich höre nicht auf. So, jetzt setzen wir den hier ab, okay. Wo wir weiterfahren. Und dann möchte ich jetzt hier den Anhänger möchte ich mal auf die Seite fahren. So, wohin? Dass er hier nicht im Weg steht. Den setze ich da hin auf die Seite, auf das Feld hier. Hier möchte ich den hinsetzen, damit den nicht stört, ne? Okay. Und dann fahren wir hier weiter. Jetzt baue ich was. Der eine Traktor habe ich jetzt hier. Der kann das nichts tun. Und dann nehmen wir jetzt hier erstmal den.
springen wir mal auf den Traktor. Den können wir dann grubbern. Den nicht, den auch nicht, den auch nicht, den hier. Das sind jetzt Abhänge. Oder soll ich mit dem hochfahren? Mit dem fahre ich schon mal hoch. Dann mache ich die Öl anschließen dort. Und dann kann ich den oben abhängen. Und dann hänge ich den dort ab. Und dann spanne ich den anderen vor. Und hier haben wir noch Ölsaat. Hier haben wir noch Kartoffeln. Wenn ich das weggrubbere, dann können wir den hier hinstellen lassen. Jetzt stehen die neben dem Feld, stehen aber hier neben dem Feld. Okay. Und steht der also dort. Kann ich den hier abkuppeln. Und jetzt kuppel ich den anderen an. Und dann muss ich die Maschine dann, die Ernte muss ich dann auch noch wegfahren. Ne? Das ist dann noch der Ernte dann. Dann habe ich den da hinten, kann ich den anmachen, dann grubbel ich das Feld und anschließend will ich ja so Boden aufsehen. Und dann habe ich noch ein großes Feld mit Boden. Dabei mache ich erstmal Ölsaat und nach dem Ölsaat mache ich dann. Okay. Okay. Also Experiment Kartoffeln war schon mal nichts Charisma. Das hat nicht geklappt. Also, wo wir jetzt hier anfangen und man kann das Feld hier grubbern nach den Kartoffeln und dann mal einschalten, abschalten, einschalten. Dann kann das hier grubbern. Hier grubbern macht er. Und wo fahre ich jetzt hin? Ich bin jetzt hier. Und den anderen muss ich aber noch, die Kartoffelernte, den muss ich wegfahren hier erstmal, damit der gleich hier grubbern kann. Den fahre ich jetzt mal vom Feld runter. Den muss ich jetzt mal auf die Straße fahren. Und da oben ist der jetzt. Okay, dann fahre ich den vielleicht runter oder was mache ich mit dem? Wo fahre ich mit dem jetzt hin? Ich muss jetzt hier auch in die Seite fahren. Jetzt dahinter. Hier drin. Okay. Kann ich den hier jetzt mal stehen lassen. Und dann kann ich mal wechseln da hinten, ob das geht. Der grubbelt also das Feld hier sehr schön ab. Und dann, jetzt habe ich hier den blauen wieder. Was mache ich mit dem blauen? Ja. Was mache ich mit dem blauen? Momentan sehr frei. Also der eine ist oben. Und die Düngemaschine auch oben. Wie sieht es aus hier? Von der Planung her manchmal. Also, das wird gegrubbert. Ne, nochmal zurück. Da wollte ich eigentlich hin. Das wird jetzt gegrubbert. Und das wird jetzt gegrubbert. Und dann möchten wir das weiter abenden. 15, was haben wir bei 15? Okay, ich muss auf kleine Jungs gehen. Dann komme ich gleich wieder. So.
Weiter geht es. Weiter geht es. Also, wo ist das Mikrofon? Das Mikrofon da. Ich muss das Mikrofon mal anschließen wieder. So, okay. Und jetzt muss ich mal zwischen den ganzen Kabel, die ganzen Fußkabel hier, ein bisschen hier einfädeln. Der richtige vorkommt. So. Also weiter geht es. Also da 19 habe ich Gas, 24 zum Wachstum. Das ist die Bodenbeschaffenheit. Das ist die Bodenbeschaffenheit. Was habe ich jetzt in 15? In 15 habe ich Weizen. Der muss bald abgeerntet werden. Ist aber noch nicht so weit. Doch, der ist so weit. Der Weizen, aber wir haben keine Zeit hier zum... Okay, dann kann ich 15 vielleicht... da habe ich den Ölsaat. 15 könnte ich vielleicht irgendwas düngen. Vielleicht Visurbohnen. Die könnte ich 15 düngen vielleicht. Da sitzt die Ölsaat drauf momentan. Und wo ich gerade oben bin, dann mache ich das mal. Habe ich denn noch einen Traktor oben frei? Ich weiß nicht genau. Ich kann gerade auf das Feld, das könnte ich jetzt eigentlich, da könnte ich jetzt eigentlich die Ölsaat draufsetzen, die Turbo nochmal drauf ran. Und das sieht ja toll je nach dem Ring aus. Also, wo ist hier vorne, wo ist hinten? Dann ist hier. Was haben wir hier, 16 Uhr? Wieso wird das hier Struktur auf einmal? Wieso wird das hier Struktur? Okay. Dann haben wir den jetzt hier. Können wir jetzt mit dem hier einfahren ins Feld. Hier vielleicht ins Feld. Und das hier mit Turbonen zu ernten oder so. Sind wir so richtig drauf? Vielleicht sind wir drauf. Und ein bisschen weiter. Okay. Dann müssen wir da mal Herzweizen, Hafen, Orangen, Raps, Turbonen, dass ich da Turbonen drauf habe. Und ja, dann könnt ihr das jetzt hier mal sehen. Und hier mal runter machen und dann sehen und dann Marsch. 19 Uhr haben wir schon wieder. Wie kommt das, dass die Zeit so schnell vergeht? Habe ich die Zeit nicht umgestellt oder? Die Zeit habe ich momentan einstehen. Zeit habe ich also 15-fach. Ja, das ist kein Wunder. Kein Wunder. Da muss man mal Echtzeit machen. Vielleicht kurz auf Echtzeit gehen. Und aber dann bin ich bei Echtzeit immer noch im Dunkeln. Ich möchte aber nicht in Echtzeit, ich möchte hier in die helle Zeit kommen. Also, dann haben wir heute keine Ernte. Ja, ist aber schuld. Wenn es nicht richtig einstellt hier, reicht denn reicht das Einkommen noch? Also der eine grubbert und der andere sät jetzt die ganze Nacht. Und dann wird ich morgen früh damit fertig sein. Und Lohnzahlung 17.000 haben wir drauf, okay? Das heißt, morgen haben wir dann vielleicht schönes Wetter, um jetzt abzuernten. Müsste ich heute vielleicht noch mal sehen,
dass ich den da hinten wegbekomme. Den nicht, den auch nicht, den hier. Der steht gut. Aber der jetzt hier mit dem Anhänger, der soll jetzt hier, habe ich die Kartoffeln. Die Kartoffeln brauchen wir hier nicht oben. Und haben wir das Kartoffelexperiment jetzt mal erledigt. Jetzt fahre ich mit dem Gerät jetzt mal runter in das andere Feld. Ich habe ja unten auch ein Feld abzuernten mit Kartoffeln. Und dann machen wir das unten. Und dann haben wir hier oben nur noch wann die Lohnzahlung käme. Und ja, ich muss mal sehen, dass ich jetzt hier, stopp mal, gut anhalten. Ich muss mal sehen, dass ich jetzt hier beim Saatgut, Helfer betanken Saatgut aus, Dünger kaufen nach Haus, ja. Der soll ja den vorhandenen Saatgut da verwenden und nicht eigenmächtig da tanken. Okay. Jetzt sind wir dann bei 12.000, aber die sind dann schon wieder bezahlt für einen Tag. Ja, also gestern konnten wir nicht viel machen. Fahren wir erstmal hier runter, erstmal den wieder wegbringen. Und können wir den ans Feld setzen, den Kartoffelernter. Dann drüben an das Feld. Und das war ein gutes Feld eigentlich. Aber das war nicht so groß, ne? Das hier ist ein Kartoffelfeld. Und wir können eigentlich gut die Kartoffeln abernten, ne? Habe ich zumindest schon ein paar Mal gemacht hier. So 2-3 Mal zumindest bisher. Dass ich dann so hier so reinkomme. Dass ich dann den hier so in der dritten Reihe habe. So. Okay. Dann haben wir das hier schon mal stehen. Und der Ergometer fleißig ab. Und der macht das. Und der macht das, der steht da. Okay, was machen wir noch jetzt hier? Habe ich die im Blickfeld? Also der I, der sitzt in den Boden. Auf den Ölsatz. Auf den Ölsatz. Und da hinten muss dann dieses Kalkpunkt drauf. Okay. Du musst da kalken. Also das ist schwierig, diese Felder da oben zu bewirtschaften, finde ich, die zu bearbeiten. Und du brauchst ja riesige Mengen. Wenn das kalkst, da kommst du ja mit einem Kalk gar nicht aus. Also dann will ich das, wenn der fertig gerobert ist, kalke ich das Feld. Und wenn ich das gekalkt habe, also hier scheint bearbeitet zu werden und hier scheint es zu schaffen. Also hier kommt dann, wir brauchen ja Riesenmengen an Dünger, Kalk und so, die müssen ja erstmal alle hochgeschafft werden. Bei den 3 Feldern, da habe ich eine Logistikaufgabe. Also da steht jetzt, also das heißt, ich kann jetzt hier das ernten,
Da habe ich jetzt hier den Mais. Dann habe ich dann die Sonnenblumenkerne. Zweimal. Ich weiß nicht, wie viel das Feld jetzt einbringt an Tonnen, wie viele Tonnen Sonnenblumenkerne oder wie viele Tonnen Mais ich jetzt abernte. Und nicht den kleinen Traktor erstmal. Den kleinen Nein, den kleinen Schraubmann. Und ja. Was ist die Zeit jetzt eigentlich? Ach, wir haben schon wieder 12 Uhr. Ne, 8 Uhr haben wir. Ich muss die Zeit umstellen. So, 5 Uhr. Habe ich das 5 Uhr vergessen hier? Also weiter geht es jetzt einmal 9 Uhr. Na, danke. Was machen wir jetzt? Momentum. Also, neuer Tag beginnt. 9 Uhr haben wir. Also, jetzt müssen wir da unten mähen. Da oben müssen wir sehen, ne? Können wir das schon mähen? Da können wir schon sehen. Da können wir ernten da oben. Was haben wir da? Weizen, glaube ich. Dann werden wir den Weizen dort mal mähen. Und ich muss dann den Drescher, wo ich mal Mähdrescher, dann nicht, da ist der Mähdrescher, mit dem fahre ich jetzt mal auch zum Weizenfeld. Und Weizen schmeckt meinen Hühnern auch gut. Dann werden wir hier Weizen mähen. Dann mähen wir hier Weizen und wie schafft er jetzt hier? Also, dann können wir den Weizen, das Feld ist ja gar nicht so groß, ne? Kommen jetzt hier rein und mähen jetzt hier den Weizen und so. Wo ist mein Bauertraktor? Ein Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet, Helfer C. Wunderbar. Also, welcher Helfer ist denn das? C. Das heißt, er hat das Feld komplett abgearbeitet, so wie? Nee. Das ist Helfer C. Also, der Roboter das Feld, aber das Feld hier, das möchte ich jetzt mal bearbeiten. Und dann möchte ich ihn absenken, den einschalten und dann Marsch machen. Helfer Marsch. Okay, dann gehen wir mal zu dem anderen hinten hin. Das ist der jetzt hier, die Kartoffelernte. Das ist hier der steht ja aber nicht am Ende des Feldes. Der hat die Feierabend gemacht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also der hat die Arbeit erfolgreich beendet, meinte er. Und ich meine, der hört hier einfach auf. Wieso? Wieso hört der jetzt hier auf? Verstehe ich nicht genau. Also manchmal hier umsitzen. Wieso hört der jetzt hier auf? Und meint, dass er die Arbeit hier beendet hat. Also, wie geht's eigentlich weiter? Ich sehe gar nicht, wo die jetzt hier was beendet hat hier. Also, hier vielleicht, muss mal groß durchfahren. Ich fahre mal selber durch hier, durch das Feld. Dann fahre ich hier mal selber durch. Und gucke das Feld mal. Macht aber nicht, oder? Macht er nicht, muss man nur zurückfahren. Von Anfang an. Also, dass ich hier die Reihe jetzt hier abgefahren bekomme, bis ich dann unten bin.
So, stopp. Und das ist jetzt hier das Feld Gruppe habe ich, ja. Das ist jetzt hier wird der bei beendet, genau. Ich sehe aber nicht, dass er beendet hat. Wo ist das Feld jetzt? Ja, macht er. Okay. Wir sind also hier. Und jetzt möchte ich jetzt hier, also hier möchte ich jetzt auch machen. Nee, so nicht. Dann möchte ich jetzt hier. Also, irgendwas läuft jetzt schief hier. Ich weiß nicht genau was, aber der läuft den. Hier muss ich hin. Stopp, langsam. Hier muss ich hin. Du musst das Feld hier grubbern. Haben wir das jetzt? Ja. Jetzt gucken wir mal das Feld hier mal. Also das ist sogar für mich schwierig jetzt hier das Feld abzuarbeiten. Und vielleicht sollte ich auf Feld zugeben hier. Vielleicht war das eine Schnapsidee. Ein komisches Feld hier auch. So lang. Kann ich den jetzt hier weiterfahren lassen? Ja. Macht aber nicht. Macht er irgendwie nicht. Also dann müsste ich jetzt hier mal reinfahren, das grubbern. Und dann sind wir hier durch. Dann fahren wir hier so hoch. Grubbert der jetzt oder grubbert der nicht? Der grubbert hier auch. Und dann können wir jetzt hier reinfahren. Und dann fahren wir hier so rüber. Und dann wieder kreuz und quer jetzt hier. Tja, das ist hier Schwachsinn, was ich mache. Also hier fängt das Feld eigentlich an. Das heißt, hier muss ich jetzt, habe ich unten, dann muss ich hier das Feld abpflanzen, bis da unten. Hat der das jetzt? Ne, das hätte ja aber der Folge beendet. Ja. Und dann fahren wir hier hoch. Und dann fangen wir das hier ab. Hier dürfen wir eigentlich das abernten. Das wird nicht richtig gemacht hier. Das wäre hier das Feld gewonnen. Und da können wir das auch nicht richtig abgefahren. Dann müssen wir das auch abfahren. Und haben wir das hier ab. Und jetzt hier runter. Tja, das Smokes hier. Das ist Smokes. Das ist Smokes, was ich hier mache. Weiß ich selber. Und warum ist es Smokes? Also hier ist es in Ordnung, aber hier nicht. Das heißt, hier können wir noch durchgehen. Dann kommen wir wieder in eine Runde ein. Dann haben wir fertig. Und dann haben wir die auch fertig. Tja, das müsste ja alles
Das Mist. Also, wieder zurück. Und dann komme ich jetzt hier hoch. Komme jetzt hier runter. Dann komme ich jetzt hier hoch. Ich will das hier abfahren. Bis nach oben. So geht die Zeit hier um. Durch diese dummen Sünden, die ich hier begangen habe. Okay. Muss ich mal fahren hier. Haben wir den jetzt mal ab. Haben wir den abgerobert. Und haben wir das jetzt hier ab. Dann gucken wir das hier ab. Solange bis nichts mehr da ist. Solange bis nichts mehr da ist. Dann fangen wir hier so mal rein. Und dann gucken wir das Feld hier auch ab. Die war ich doch vorhin schon, oder nicht? Da habe ich den nicht. Deshalb ging der jetzt so schnell. Gut, habe mich schon gewundert. Okay, können wir jetzt hier also hochfahren. Und gucken wir das jetzt hier ab. Ja, ich bin ein ungeduldiger Städter. Und dann können wir jetzt hier so runterfahren. Fahren da drüben mal so rein. Und okay, dann drehen wir mal hier. Und dann fahren wir hier so runter. Und das hier so mal ab. Fahren wir hier mal so runter. Ich wollte eigentlich rüberfahren, aber wenn ich kreuz und quer fahre, bringt das auch nichts. Okay, dann haben wir das Feld jetzt gerobert. Die Reihe jetzt hier. Dann können wir jetzt da hinten mal weitermachen. Mit dem anderen Feld. Und dann fahren wir ein bisschen weiter mal zurück hier. Dann gucken wir das Feld mal. Dann gucken wir das Feld. Dann kriegen wir das Feld heute vielleicht da abgeerntet oder abgerobert oder so. Das wird nur tief gelockert jetzt hier. Und dann das fällt mir schon sehr schwer hier. Fangen wir mal dem Treffen hier noch ab, dass er so krumm und schief ist. Erstmal ist das Feld krumm und schief und dadurch habe ich mich dann anstecken lassen und dann ist hier auch krumm und schief gesät, oder wie? Dann können wir hier mal das so abfahren. Dann fahren wir bis nach unten hin. Können wir jetzt hier eine andere Farbe? Könnte sein, ne? Können wir jetzt eine Kupferfarbe oder? Ich weiß nicht genau. Und haben wir dann einen breiten Streifen
Die machen wir dann auch noch weg hier. Und dann hoffe ich, dass du musst das Feld kalken. Also das Feld macht Mühe, ohne Ende hier. Ein großes Feld, aber ja, ich scheine irgendwie nicht damit zurechtzukommen. Oder brauche vielleicht erstmal Übung, mehr Übung dahin vielleicht. Hier haben wir noch ein Stückchen, dann haben wir da noch ein Stückchen. Das nehmen wir jetzt mit da unten. Hier haben wir noch ein Stückchen. Und das müssen wir noch grubbern, denke ich. Grubbern wir das. Ich drücke die Erde hier gnadenlos auf. Was kommt jetzt hier? Ist es hier gegrubbert oder nicht? Ich weiß nicht genau. Will ich hier grubbern oder nicht grubbern oder was wir jetzt hier machen? Müssen wir mal darüber fahren vielleicht. Den Streifen hier fahren. Dass wir den Streifen da wegfahren. Wir den abgrubbern. Und dann, was haben wir jetzt hier für ein komisches Feld hier? Teilweise ist es gedüngt oder nicht. Hier an der Stelle möchte ich jetzt hier runterfahren, den Querstreifen hier abfahren. Okay, dann fahren wir diesen geernteten Querstreifen ab. Und den grubbern wir jetzt auch. Dann müssen wir nochmal zurückfahren. Und dann haben wir das Feld vielleicht bald. Aber wieso hat der Helfer da auf der Hälfte der Strecke kapituliert? War das halt so groß oder war der Marktpang oder womit ist er durcheinander gekommen? Waren da irgendwelche Helfermaschen, die er nicht gefunden hat? Oder was war los? Fahren wir hier hoch? Wo fahren wir jetzt hoch? Wo fahren wir jetzt hier hoch? Ne, wir wollten da hochfahren. Und was wollte ich machen? Hier wollte ich fahren. Okay, wir sind hier am Fahren. Dann haben wir die jetzt hier. Und damit sind wir durch, oder? Ich weiß nicht genau. Dann schon wieder 10 Uhr, 11 Uhr, aber ich habe noch kein Geld heute verdient. Und bin jetzt hier nur ein Problem lösen. Nur ein Problem lösen. Also in der Hoffnung, dass ich jetzt den Acker langsam mal fertig habe. Ich weiß nicht genau, ob ich den jetzt fertig habe oder nicht. Muss der jetzt nochmal runter, oder? Bin ich jetzt hier durch, oder? Ich sehe gar nicht, dass der jetzt irgendwas macht. Der macht irgendwas, aber ich sehe nicht genau, was er macht. Ja. Da können wir halt nochmal hinfahren. Das haben wir jetzt gerobert. Dann bauen wir das hier nochmal ab. Okay, wie sieht das Feld denn jetzt eigentlich hier aus? Ja, wir sind durch. Das Feld sieht super aus. Das Feld sieht super aus. Okay, also, wie sieht die Bodenbeschaffenheit aus? Sieht mies aus. Jetzt müsste ich mal rüber mal kalken.
Kriegt er den wenigstens durch oder macht das auch nicht? Ich weiß nicht genau. Teilweise haben wir den dann noch gedüngt. Müsste ich den jetzt mal hochmachen. Dann können wir vielleicht mal runterfahren. Dann haben wir mal den Kalk gefunden unten. Dann ging es jetzt hier runter. Dann hole ich die Kalkmaschine. Dann kalke ich das Feld mal. Vielleicht wird es dann besser. Also, hier bin ich runtergefahren. Ne? Hier runter. Und Moment, bin mit der falschen Maschine hier, ne? Ist egal. Ist egal. Also mit der Maschine fahre ich jetzt hier runter. Und die denke ich sehr robust. Da komme ich dann gleich um Feld 19 aus. Und hier gebe ich schon runter, oder nicht? Ne, hier ging es noch nicht runter. Hier geht es gleich runter. Hier, ne? Hier geht es um die Ecke, ja genau. Hier geht es um die Ecke rum. Dann fahren wir so um. Dann fahren wir hier runter. Dann fahren wir hier runter. Und dann können wir die Kalkmaschine hochfahren. Und da oben wird schon gedüngt, der Weizen wird abgeerntet. Und wo habe ich meinen blauen Traktor? Wir stehen jetzt oben oder unten. Jetzt kommen wir hin. Okay, das kommt uns bekannt vor. Okay. Ist das eine Abkürzung oder? Ja, für den vielleicht schon, für die Kleinen hier. Für die vielleicht schon. Und ja, ich möchte den jetzt mal abstellen. Den stellen wir jetzt mal ab da hinten. Wo steht der Traktor? Der blaue? Ja, hier nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht so genau. Was macht der? Was macht der hier? Will er düngen oder was macht der jetzt hier? Ah, wo steht noch? Erstmal sehen. Den jetzt mal weiterfahren. Da liegt jetzt der Mais an. Was haben wir? 11 Uhr haben wir gleich. Geben wir das Mais mal ab. Und ja, was haben wir jetzt hier? Jede Menge. Und Moment, ich habe hier keine Orientierung jetzt hier. Da müsste nochmal ein Düngen drauf. Dann düngen wir auch noch. Hier die Kalke drauf, weil da oben muss gekalkt werden. Da sollte gekalkt werden. Und da vielleicht auch nochmal. Und da sowieso. Und dann wird es dort gesät. Diese Blumen werden dort gesät. Und okay, wo ist denn jetzt hier der Blaue? Der Blaue steht da dran. Das ist natürlich dumm jetzt. Da habe ich kein Geld hier, um den da hinten zu laden. Der wartet jetzt auf. Und jetzt müsste ich hier mal kurz mit irgendeinem Traktor hochfahren. Ich habe aber keinen Traktor frei. Wieso habe ich keinen Traktor frei? Der macht dann so Anhalt, der macht Pause. Der ist hier im Feld. Jetzt habe ich 5 Traktoren, das ist immer noch einer zu wenig. Also, ich muss immer mit dem einen Traktor
Ja, der sollte hier keine Feldarbeit machen. Der sollte hier gerne Feldarbeit machen, aber ich bin gleich durch mit dem. Die 2, 3 Jahren schaffe ich auch noch. Und du musst halt warten, bis er soweit ist. Und in der Zwischenzeit, ja hier, die brauche ich jetzt auch nicht. Das ist eine Düngermaschine, die sollte jetzt hier gedüngt werden. Machen wir den jetzt mal ohne Düngung. Machen wir den ohne Düngung, stellen den wieder dorthin, wo er hin soll. Stopp mal langsam. Dann fahren wir den jetzt hier um die Ecke so rein. Fahren wir den jetzt hier so rein. So. Und ja, die 5 Traktoren, das muss ja natürlich auch koordiniert werden, wann welcher Traktor wo was macht. Und nicht so wie jetzt, dass quasi alle Traktoren, die im Einsatz sind und ich keinen schnellen Traktor habe. Und die Ernteoption, also soweit so gut. Was haben wir da oben eigentlich auf 25? Feld 25. Wachsen da oben Weizen? Nee, da wachsen Sonnenblumen. 24, 25 habe ich Sonnenblumen. Und da oben müssen also auch Sonnenblumen wachsen. Und dann wächst der Mais. Und für den Mais brauche ich dann erstmal so einen anderen Anhänger. Okay. Also, Boden, da muss Mais gedüngt werden, da muss der Kakao. Also bringe ich jetzt erstmal den Kakao. Das war jetzt hier der andere, der gerade den Kakao, den nicht, den hier. Wo stehe ich jetzt hier? Ja. Jetzt wollen wir damit den Kakao holen. Und jetzt haben wir den Kakao. Fahren wir mit dem Kakao hoch. Und dann werden wir versuchen, das Feld mal abzukalken. Wo ist das vorne, wo ist hinten? Also, hier ist vorne. Hier haben wir Kalk, habe ich ja gestern gekauft. Ganze Menge. Das sollte eigentlich reichen. Okay. Hol den anderen Kalker und dann fahren wir hier gleich wieder hoch zu dem Feld und dann können wir das erste Feld gleich mal vernünftig kalken. Mal sehen, wie weit wir kommen mit dem Kalken. Und ja, das war jetzt das Problem gegeben beim Kalken. Also gerubbelt haben wir gut jetzt, aber bei Düngen und so weiter haben wir noch Probleme. Und beim Ernten sowieso, ich weiß nicht, warum das jetzt so schwierig ist, da das Feld zu ernten. Das Feld da Fehler war jetzt natürlich auch, dass ich erstmal mit meiner guten Maschine da quasi den da eingespannt habe für Handarbeit, für das Sehen von Boden und okay, müssen wir jetzt hier irgendwo hoch, ne? Hier schön, hier müssen wir jetzt hoch, genau. Dann fahren wir jetzt hier hoch. Der kommt hier gut hoch. Der hat hier keine Probleme. Und da bin ich gleich bei meinen Feldern. Ja.
starte ich also das und jetzt muss ich hier gleich links hochfahren. Ja. Dann kommen wir hier links hoch. Dann kommen wir jetzt hier am Feld raus. Dann kommen wir jetzt hier am Feld raus. Und dann sollte der da vorne hin. Dann möchte ich den jetzt hier einsetzen zum Kragen. Wo jetzt hier genau? Ich weiß nicht genau, ein bisschen eher so. So. Der braucht ja nicht so weit, so viel vielleicht. Und dass wir den noch ein bisschen weiter schieben. Hier müsste der weiter, der müsste noch weiter rüber. Der müsste noch weiter rüber. Okay, nochmal noch ansetzen. Das ist jetzt hier. Das soll schon manchmal so. Okay, jetzt hier, das sollte reichen. Das sollte reichen, ja. Und das jetzt hier einfach mal anfange, den abzulenken, einzuschalten und dann den Marsch machen. Der soll das Feld kriegen und das macht er auch. Okay, jetzt müsste ich noch, er ist fertig, kann ich die Maschine einfach mal aushängen, dann holen wir mal schnell da den oben, den anderen. Also durch die Traktoren muss ich dann dauernd hin und her fahren und die zur Ernte fahren wir zurück und so. Das hält alles auf. Und bringt vor allen Dingen auch kein Geld. Also können wir erstmal den ja anhängen. Dann hängen wir erstmal den hier an. Der staubt hier ordentlich. Und dann hängen wir den an. Dann machen wir mal, dass wir mit der Ernte weiterkommen. Dann fahren wir zur Ernte runter. Und dann den Weizen mal ja, das macht also gut. Aber ja, dann kann ich gleich mal, wenn ich damit fertig bin hier, wo sind wir jetzt hier? Da sind wir. Da müssen wir also erstmal die 5600 abladen. Die laden wir jetzt mal ab hier. Bin ich jetzt runter oder nicht? Jetzt bin ich runter, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Nee, ich bin zu weit rüber. Ich muss weit rüber. Noch weiterfahren, so noch ein Stückchen. Schon wieder nicht vorbei. Ist denn das hier zu glauben? Also, ich muss weiter rüberfahren. Noch ein Stückchen. Jetzt habe ich ihn aber, glaube ich, ne? Oder fahre ich jetzt nicht? Ich bin zu blöd, hier runter zu fahren. Das weiß ich gerade. Jetzt ist er hier okay. Jetzt wird abgeladen. Und reicht das jetzt für nochmal? Könnte sein. Das könnte sein. Das reicht für nochmal. Für noch eine Abernte. Und der ist voll. Okay, haben wir das schon mal geschafft. Und dann fahren wir den wieder zurück zur Straße. Und zwar so, dass wir den anderen noch nicht
Okay, den lassen wir da stehen. Oder was machen wir mit dem? Also, der andere da hinten, den haben wir hier stehen. Hier habe ich nur einen untätig stehen. Mit Dünger. Da müssen wir irgendwas düngen, weiß ich nicht genau. Und wir könnten aber den Kartoffelernte da mal hinstellen. Den Kartoffelernte können wir vielleicht mal einschalten. Und dann fahre ich mit der Maschine, den bringe ich jetzt mal ab, mit dem fahre ich dann zu ihm hier, zum Kartoffelernte. Und dann werden wir den kurz mal anhängen. Und zur Not fahren wir halt Automation, damit wir keinen anderen haben. Und denn der Preis ist total eklig. Das ist sagen, nee, das machen wir nicht. Und wir den jetzt mal hier einhängen. Okay. Dann kann ich mal den mal an das Feld fahren. Und dann kann der Kartoffelernte quasi dann da schon mal arbeiten, dass wenigstens die Kartoffeln da heute abgeerntet werden. Und da sollten noch welche drin sein. Und dann kann ich mit dem jetzt hier, dem Anhänger, mit dem Kartoffelanhänger, das andere ist der Kornanhänger, dann kann der jetzt hier schon die Kartoffeln ernten. Okay, einmal wechseln bitte, das nicht, auf den hier. Und dann möchte ich jetzt hier mal den Absenken haben wir abgesenkt, dann einschalten, dann möchte ich jetzt hier den arbeiten lassen. Okay, macht er super. Also jetzt werden die Kartoffeln geerntet, da oben wird der Weizen geerntet und wenn der Weizen fertig ist, werde ich, was machen wir denn mit dem Weizen? Was sagen meine Hühner eigentlich? Meine Hühnerstelle, das sind die Hühnerstelle, 600, 700 Liter, schon wieder dreckig. Und da unten, oh, sogar schon im roten Bereich da hinten. Also muss da jetzt was gemacht werden, nachgeladen werden bei meinen Hühnern und damit die nicht verhungern. Ja, das heißt, man muss den Weizen erstmal da runterbringen. Was macht ihr jetzt hier? Zu der Fette auf der anderen Seite. Dann möglichst umständlich, ist klar. Ich weiß, das macht er gerne. Und dann fährt er wieder zurück gleich, ne? Jetzt ist sie auf das Feld an. Und dann fährt er aber zurück erstmal. Aber sie ist kein guter gefahren. Aber der fährt nicht richtig rüber. Okay, soll er das machen, so halt. Also der Helfer zählt dann fast voll Kontakt. Das ist der Helfer oben. Und gut, dann wachsen wir hier. Das läuft gut hier. Das läuft gut. Der Schale hier. Muss dann wieder neu kaufen? Ja, muss neu kaufen. Ich kaufte keinen neuen, ne?
kauft er keinen neuen. Und wenn der ist er leer. Kann man nicht auch nichts machen. Jetzt haben wir ihn jetzt hier. Und wo ist der fast vollen Grundtank? Müssen wir mal zum fast vollen Grundtank fahren. Und dann noch 2 Rennen hier. Und ich habe die Weizen drin. Und der hat dann fast voll. Hat dann vom Grundtank hat er also. Das ist eine Szene. Das ist unten der. Der ist es hier. Der hat vom Grundtank. Okay, dann sagt das so. Der hat vom Kartoffeltank, meint er. Müssen wir also den Kartoffeltank hier mal abladen. Okay. Laden wir die Kartoffeln auf und oben laden wir Weizen auf. Also die ersten 10.000 Tonnen, die ersten 10.000 Liter, also die ersten 10 Tonnen mit, also ich blockiere jetzt hier wieder ein Objekt, okay? Da fahren wir mal hier weg hier, damit wir sie nicht weiter blockieren. Okay, ich kann da weiterarbeiten. Und ich könnte vielleicht mal ins Gas fahren, oder? Ne, hier ist Senkler. Okay, dann müsste ich hier erstmal neuen Kalk holen. Dann holen wir erstmal neuen Kalk. Also, müssen wir Kalk gucken gehen. Dummerweise, aber was ist dummerweise? Der hat den ganzen Kalk aufgebaut für das Feld. Ja, ist eben dumm. Was nicht geht, geht nicht. Und das geht halt nicht. Dass man mit dem leeren Vollkorntank, mit dem leeren Kalktank quasi das Riesenfeld, das hat meine ganzen Kalkvorräte gefressen. Und dann wird er wahrscheinlich immer noch nicht leer sein, ne? Unten kam ich gut klar, aber hier bei den Riesenfeldern muss ich andauernd den Kalk nachdenken. Und dann noch mit dem langsamen Kriegel hier. Zieht er da wieder eine Bahnschranke und blockiert wieder den Verkehr? Oder wie? Sieht so aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Muss der dann vorbeifahren? Steht der oben, steht der. Aber ich gehe mal drüber. Okay. Haben wir das? Wenn du gemeint hast, dass ich da warte stundenlang, hat sie sich getäuscht. Ja. Hätte ich vielleicht gedacht, quer rüberfahren können, oder? Fahren wir erstmal hier hin. Und der hat dann fast vollen Torkontank, das müsste der zweite sein. Und wenn der Vorkontank voll ist, dann wechseln wir mal drüber. Jetzt brauchen wir erstmal müssen wir hier erstmal einen vollen Kontank machen.
müssen wir 2000 € an Kalkgebühr. Und ja, ich habe jede Menge Arbeit, aber Kalk, ja, bitte starten. Das dauert alles Ewigkeiten hier. Also, meine Felder nicht da hinten irgendwo. Sind das hier nicht schon meine Felder da, die ich da sehe? Ich vielleicht direkt hier rüberfahren können, oder? Kann ich da direkt rüberfahren? Sind das ja meine Felder, die ich da sehe? Könnte sein, ne? Da hätte ich mir die eine Abkürzung nehmen sollen vielleicht. Wollte ich nicht an den großen Umweg fahren. Und ich durch die Felder fahren können gleich. Ist hier jetzt bald fertig? Warum wartet der Clown jetzt hier? Fertig, der fährt er nicht. Der fährt nicht. Der macht eine Pause. Ja. Der fährt noch, okay, der ist noch, hat der Kontakt noch was zu tun. Jetzt ist er leer. Und er fährt dann vom Kontakt. Dann würden wir den jetzt gleich tauschen. Und dann fahren wir gleich weiter hier. Kalk ist nicht so wichtig, aber der Kontakt schon, damit der da abtanken kann. Dann können wir noch ein Feld oder wie? Können wir noch einen voll? Könnte sein. Jetzt fahren wir erstmal hier rein. Moment, ich wechsle mal eben. Dann wechseln wir hier rüber. Und dann tanken wir den mal eben ab hier. Dann tanken wir den kurz ab hier. Okay, jetzt sollte der abtanken. Und dann haben wir jetzt hier noch, tun wir noch einen zusammen. Tun wir noch einen zusammen, denke ich. Aber 11.000 und Nummer 5.700. Haben wir jetzt 11.200, dann haben wir 17.4 oder 17.8 haben wir dann. Dann kommen wir vielleicht unter 2 dazu. Hat sich wieder gelohnt hier, die Weizenernte, sag ich mal. Und dann fahren wir das mal weg. Und dann können wir den jetzt hier mal, das wir hier mal wieder ran hier vorne. Dann fahren wir mit dem anderen mal weiter. Und die andere Kalkmaschine da, der nicht, mit der auch nicht. Was macht der jetzt hier? Was macht der? Der auch nicht. Mit dem wollte ich weiterfahren. Der ist den Kalk dann, damit der Helfer da hinten weiterkalken kann. Habe ich den eigentlich entlassen? Ich weiß gar nicht genau. Also, dass ich jetzt hier, das Feld müsste, ist das jetzt schon ein Kartoffelfeld? Oder ist es noch Feld 16? Habe ich da schon Feld 16 irgendwas gemacht? Ich weiß nicht genau. Das habe ich, glaube ich, gerobert, ne? Hier wächst irgendwas. Da wächst irgendwas und jetzt habe ich jetzt hier das Feld mit dem Kalk. Okay, mal stoppen. Und dann möchte ich da unten ansetzen.
so in der Mitte, wo ich dann vorhin schon war, wo ich dann aufgehört habe, möchte ich den dann hier so reinsetzen, dass ich hier weitermachen kann. Und das funktioniert so, genau, das könnte hier so sein. Dann könnte ich den wieder einschalten, dann absenken und dann weiterfahren erstmal. Und noch ein Stückchen weiter. Dann kann er jetzt hier. Macht er das? Das macht er, okay, das ist das Fort. Sehr gut. Hat es schon mal geklappt mit dem Fortsetzen. Und also dass jetzt das Feld hier gedüngt wird. Das wird gekalkt wird das. Und der macht das. Und der könnte jetzt hier Gas senden, aber ich komme gar nicht dazu. Ich muss den erstmal einschalten. Ich weiß gar nicht, ob das Ganze schon genügend nachgewachsen ist. Also den einschalten, den anderen auch einschalten, damit wir wenigstens heute ein bisschen mal was mit Geld verdienen. Und können wir jetzt mal ins Feld fahren. Fahren wir jetzt hier erstmal ins Feld und dann fahren wir hier Gras ab. Fahren wir hier Gras ab. Und wir sind hier hoch. Dann kommen wir hier so hoch runter hier. Okay, jetzt sind wir da auf so einem Feld. So dass wir das Feld abbauen können. Wir sind schon mal voll mit einem. Wir haben schon mal 1000 Euro verdient. Wir haben nochmal 1000. Ja. Dann fahren wir hier mal so runter. Und dann fahren wir hier um. Und schauen wir mal, dass wir hier wieder aufs Feld kommen. Dass wir ein bisschen Geld verdienen, um die Löhne bezahlen zu können. Ich bezahle die Leute mit Gas. Quasi. Dafür habe ich das Gras hier gesät. Hat wie einer vom Grundtank 60%, 80%. Ist jetzt hier oben bei FLC. Okay, FLC. Und sind wir vor hier. Weil ich war weiter FLC. FLC. FLC 3 jetzt hier. Und Hilfe B. Also Hilfe B. Hilfe B arbeitet und Hilfe C. Und sie hat die Kartoffeln ab. Dann können wir jetzt mal gleich zum Hilfe C fahren. Nein, ich möchte jetzt zum Hilfe C vielleicht fahren. Warten wir noch, bis der Hilfe C ganz voll runter kann, bis der Grundtank voll ist. Zum Hilfe C. Dann fahren wir jetzt hier erstmal so rum rein, dass wir das Feld hier quasi auch komplett abfahren. Und dass wir dann hier so runterfahren. Und dass wir hier so reinkommen. Und dass wir jetzt in die zweite Runde fahren. Und haben wir schon wieder geschafft. Jetzt wird es voll sein. Jetzt sind wir voll. Wieder
rauswerfen. Okay, und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann geht es weiter. Wenn wir das hier mit, was wir gerade liegen gelassen haben, dann machen wir das auf. Und das auch noch. Dann habe ich die Menge liegen gelassen, hier gerade. Und sehen. Da haben wir noch was liegen gelassen. Okay. Und dann können wir jetzt da hinten das hier mitnehmen und das nehmen wir jetzt hier auch mit. Dass wir jetzt zum Ende kommen. Und dann nehmen wir das hier mit. Dann machen wir das halt hier ab hier. Okay, er hat jetzt von Kontakt. Ich muss mal kurz wechseln. Jetzt wechseln wir mal zu ihm hier. Ich möchte da unbedingt runterkommen. Ich hoffe, ich das jetzt so, weiß ich nicht genau, ob ich das so schaffe. So vielleicht komme ich da jetzt runter. Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht. Ich muss dann wieder vorne fahren. Hier nur anrollen. Ja, Mann, oh Mann. Also, es nervt hier. Ich bin nur zu ungeduldig, oder? Ich möchte einfach nur da runterfahren. Okay. Dann haben wir den. Sollte der eigentlich drunter sein hier. Jetzt ist er drin, okay. Jetzt fallen die Kartoffeln ein. Gehe ich ja schon 20 Stunden zusammen. Also, wo kriegen wir einen guten Kartoffelpreis? Kartoffeln, da sind die Kartoffeln, 352 bei der Ranch und 348 im Weidespeicherzentrum, 298 beim Restaurant. Also, wo fahren wir hin zur Ranch? Da muss ich ja wieder da oben rumgucken. Ja, egal. Gucke ich da eben da oben rum und ich könnte mal versuchen, ob ich jetzt hier mit dem LKW den Schleichweg hochkomme, ob ich da hochkomme. Mein Schleichweg, dass ich da hochkomme, das ist dann vielleicht eine Abkürzung. Das geht ein bisschen schneller. Wenn ich da hochfahre, meine ich zumindest, wo fahre ich denn jetzt hier lang? Bin ich bescheuert oder was? Ich will ja gar nicht hinfahren. Ich fahre trotzdem in die falsche Richtung. Okay, dann komme ich da oben in meinen Feldern raus und dann wollte ich eigentlich die Abkürzung fahren, da von meine Felder auf dem 19 da vorbei und dann gleich hoch. Damit ich ja keine Nummer ich habe, aber die End scheint jetzt auch der entfernteste Ort zu sein. Jetzt fahren wir hier runter. Hier fahren wir jetzt runter und in der Zwischenzeit habe ich jetzt schon wieder, hätte ich schon wieder 2, 3 Ballen machen können.
Machen wir die Palme, aber gleich, ist egal. Ich möchte jetzt immer versuchen, ob ich jetzt hier hochkomme. Aber und dann bin ich gleich oben mit dem schweren Gerät hier. Jetzt ist also hier mit den Kartoffeln hier hochkomme. Ja, mit dem fahre ich normalerweise keine Kartoffeln weg, aber einmal ist kann man, ne? Das ist irgendwo besser gewesen. Hätte ich zwar ein bisschen weniger bekommen an Geld, aber da war eine neue Erfahrung jetzt hier. Und dann mit dem Auto zu fahren, das ist natürlich 20 Kilometer weit jetzt. Okay, dann kann ich ja gleich mal sehen, was jetzt hier heute 16 Kilometer, ja toll. Und dann habe ich hier noch länger, ne? Ja, aber ich denke, man muss das ja mal ausprobieren. Wenn man das nicht mal wagt hier, mal zu sehen, ob man da hochkommen kann, dass man dann, irgendwann machen wir keine Fortschritte. Also der schafft das hier mit den Tonnen und ob jetzt der andere besser schneller gewesen wäre, weiß ich so genau nicht. Weil der hat ja 150 PS und der ist ja auch schon stark. Also Helfer B hat dann von Kontakt. B sollte der Helfer sein, da vorne mit dem Walzen. Dann würde ich den Walzen mal, haben wir hier mal so rum, und dann da auch hochkommen. Dann fahren wir hier so hoch aufs Feld und jetzt sind wir hier oben. Hier ist das Feld als prächtig, super prächtig sogar. Das ist jetzt auch fertig, ne? Sehe ich gar nicht. Ich kann die gar nicht sehen. Ich muss jetzt hier runterfahren, immer so Straße. Und den anderen Monitor, den werde ich mal kurz erlösen jetzt hier, den nicht, den auch nicht. Wieso wird jetzt hier das Feld, das wollte ich eigentlich nicht gemacht haben. Das wird das Feld, ja. Und hier habe ich den Content, genau. Und mit dem Content möchte ich jetzt abhängen, da steht der. Das steht also hier, also fahren wir da so um. Was macht denn der hier? Macht der fertig schon bei mir oder was? Das ist jetzt kriegt er jetzt mein Feld hier? Sind mir die Kartoffeln schon fertig? Also, was ist los hier? Also, stopp, langsam. Okay, das wird jetzt drunter sein. Also, der Gute ist das halt auch noch. Das ist ja jetzt hier. Wir haben Weizen gesät. Nach dem Weizen haben wir doch, was haben wir denn, Gesäupflanzen, glaube ich, oder? Ja, machen wir 2 Stück hier vielleicht. 2 Stück, genau. 2 rein hier. Schauen wir dann hier auch noch drauf. Dann fahren wir mit dem weg gleich. Und
ja, der stocht und stocht hier. Und ja, aber das Feld auch ab. Er hat also gesehen, dass das Feld hier auch krank brauchte. Außerplanmäßig Helfer J hat die außerplanmäßig beendet. Okay, das sehe ich jetzt hier wieder. Ja, das heißt, was als das weiter bezahlt wird oder weiter J. Also okay. Und der braucht musste gleich drüber. Er hatte das gleich gekriegt, den kann ich gleich weiter kaufen. Und ja, das heißt, er hat das Paket gekriegt und das auch. Und das ist auch gefällig. Also das heißt also, ich stehe jetzt hier, der müsste jetzt fertig sein hier. Wo bin ich jetzt hier? Der müsste jetzt durch sein. Jetzt hier irgendwo. Ich sehe den nicht. Da hinten ist er. Dann fahren wir da mal kurz hin. Und ich muss mal kurz hier drauf fahren. Hier muss ich mal kurz so ausfahren. Oder Moment, da kann ich vielleicht mit dem gleich dem anderen entgegenfahren. Da haben wir den. Dann kann ich das oben ausfahren. Also ausfahren bitte. Und dann können wir, jetzt haben wir hier auf der ersten Seite, haben wir jetzt hier das so aus. Dann müssen wir das hier eigentlich hier so aufkriegen, ne? Sind wir drauf, okay? Wenn wir das so wieder anfangen. Und dann können wir den Drescher, ja, was machen wir mit dem Drescher jetzt? Also, Momentum. Also jetzt habe ich das Feld abgeerntet. Und jetzt haben wir Weizen drin, genug, wunderbar. Und dann fahren wir jetzt erstmal Kalk und Bier. Dann könnt ihr weiter Kalk machen. Das machen wir später. Okay, weiter. Die Ernte wird ab. Und der ist also hier mit dem Beispiel Weg auf dem Weg zur Ensch. Und dann fahren wir weiter mit dem Weg zur Ensch. Dann fahren wir weiter mit dem Weg zur Ensch. Weil wir wollten ja die Kartoffeln verkaufen bei der Ensch. 14:40 Uhr. Also mit den vielen Feldern und Fahrzeugen hier, da komme ich noch durcheinander. Die habe ich noch nicht so richtig integriert. Das ist also der Helfer von unten. Und dann habe ich oben auch noch vollen Kontakt. Und was ich dann zuerst wegfahre. Und aber das ist ja zu Ende. Der Erntevorgang oben ist zu Ende. Und jetzt habe ich nur nach unten. Und von Feld 19 geht die nächsten, der geht für Thomas hin, ist klar. War nur ein Versuch jetzt, mal zu sehen, ob das klappt auch. Und das klappt hat.
Okay. Ja, weiter. Die Kartoffeln haben wir gleich abgeerntet. Das sind also die ersten Kartoffeln von unten. Es gibt dazu 5, 6.000, schätze ich mal. 345, 500, 6.000, so werden ähnlich im Abwechseln. Müssen wir 6.000 bis 7.000 geben. Zwischen 6.000 und 7.000. Also Konto wird wieder aufgefüllt, aber 7.000, okay, super Preis. Bedanke mich und tschüss. Also wieder zurück und dann kommen wir wieder nach unten. Dann kommen wir unten. Aber das ist keine produktive Arbeit hier. Ja. Die hin und her fahren. Was produktiv ist, ist die Beinproduktion. Also ich müsste mich auf die produktiven Arbeiten beschränken. Da wo ich produktiv bin. Und das sind notwendige Arbeiten hier. Aber durch die langsame Krücke hier und durch die vielen Geräte springe ich quasi immer von einem Traktor auf den anderen. Aber ich sollte diese langsamen Fahrzeuge sollte ich nicht benutzen für wo das jetzt hier? Ich war hier irgendwo hochgekommen. Hier glaube ich gezapft, ne? Bin ich hier runtergekommen? Hier glaube ich bin ich runtergekommen, ja. Ich bin hier runterfahren. Ich sollte mir den Schnellfahrzeugen fahren. Und dann ist halt der Umweg kein Problem. Jetzt muss ich einmal Kalk kaufen und muss ich jetzt Kalk kaufen? Weiß ich nicht genau. Um das Feld weiter zu düngen da. Ja, ich komme ja schon vor Grundtank. Dann habe ich jetzt noch einen vom Grundtank für die Hühner. Also, ich habe einen Haufen Kosten, aber ich habe keine Einnahmen mehr momentan, oder? Und ja, ich weiß nicht, ob das so viel kürzer ist. Sieht so eine Luftlinie aus. Man sollte meinen, dass es schneller geht, aber ich muss ja erst wieder zurückfahren und dann wieder hochfahren und so. Okay. Bin ich hier unten und ja. Und ich komme gar nicht mehr dazu, hier irgendwas zu machen, einen Baum zu fällen, was auszuprobieren. Ich bin damit beschäftigt, hier die Ente wegzufahren, dass ich gar nicht mehr dazu komme, hier um was Neues zu machen. Um Geld zu verdienen. Das ganze Säen und das heißt als auch Düngen, Säen und Kalken. Also, und die Transportwege, die können mir nicht abgenommen werden durch die Leute. Da muss ich dann selber hinfahren. Also, dieses Haus hier, der wartet schon wieder auf mich. Wo ist der Tank auf welcher Seite? Dann sind wir, ne?
Der Tank ist immer da, wo ich gerade nicht bin. Also fangen wir den hier ab. Okay, wir fahren jetzt darauf. Dann tanken wir jetzt hier den ab. Okay, dann haben wir die 10 Tonnen schon mal. Dann mal 15 Uhr. Also das verdaten wir noch ab heute. Und dann fahren wir mal Platz machen hier. Okay, dann machen wir hier Platz und dann fahre ich mal schnell hier hin. Hier können wir nichts machen momentan. Da können wir auch nichts machen. Der wird jetzt hier. Den müsste ich jetzt mal Kalk holen. Wenn ich nicht hier rüberfahre irgendwie. Muss ich Kalk holen. Kriegt der drüben nicht irgendwo Kalk. Kann ich nicht irgendwie die Felder fahren. Da steht die Eisenbahn. Kann ich da nicht rüberfahren. Wo komme ich denn da hin? Kann ich hier über die Felder fahren? Versuche ich einfach mal, dass ich da rüberkomme. Und okay. Und wo kommen wir jetzt hier aus? Wo jetzt weiter? Sind wir jetzt hier durch oder? Ich möchte jetzt nur zum Kalkweg fahren. Da hinten ist der Kalkweg, glaube ich. Da ist der Kalkweg. Da fahren wir dann mal so hin. Da ist der Kalkweg. Und fahren wir hier durch die Ernte durch. Und was war das? Zuckerrüben oder was hat er da gesät? Also, Kalk. Haben wir Kalk hier? Sind wir hier? Noch ein Stückchen weiter. Einmal drücken. Kann wir Kalk starten. Wieder 2000 Euro weg. Und und dann fahren wir wieder rup. Super. Und dann kommen wir wieder darüber fahren zu den Feldern da hinten, wo ich gerade war. Dann fahre ich da so durch. Über die Bahnschiene rüber. Was sind das hier für Früchte? Da drüben steht mein Traktor, ja sehe ich schon. Und da steht der andere. Und wie steht der da, möchte ich mal wissen. Was macht der? Pause oder der Bahnzug? Fahren wir mal hier so hoch. Und dann fahren wir hier rüber. Mal so rüber, gut. Dann können wir hier weiterfahren. Dann können wir hier, wo hat der jetzt hier aufgehört? Ja, irgendwo hat der aufgehört. Dann fahren wir da mal so hin. Hier steht die Sämaschine. Und hier glaube ich, hier war das Kalk am Ende. Okay, hier war der Kalk am Ende. Jetzt können wir den hier so drauf fahren, ne? Hier so drauf fahren, dass er dann hier weitermacht. Aber den muss ich den wegfahren gleich. Der steht da oben. Okay, mit den einschalten. Den kann ich ein Stück weiterfahren.
Wenn wir den einschalten, können wir den weitermachen lassen. Okay, der macht dann da weiter, wo vorher aufgehört hat. Okay, das Feld ist auch gut gerobert. Und dann können wir mal, was machen wir hier? Ist schon wieder voll, oder wie? Der ist schon wieder voll. Und hier, und okay. Jetzt werden die zwei Felder da oben super gerobert. Und was mache ich jetzt hier? Ich habe vorhin Content, kann ich mal lernen, aber momentan muss ich mal einschalten, damit ich ihn abwerfen kann. Und dann nur einen weitermachen da oben. Und dann kann ich hier mal ein Stück meinen Ball machen, dass ich mal wieder einen Ball schaffe. Ja, ist das eine Hetzerei hier. Von einem Auto zum nächsten hier. Also Kalk habe ich jetzt besorgt. Und okay, und die nächsten hier. Und was macht der oben? Da habe ich den Zeichen, also das sehe jetzt hier. Okay, können wir weiterfahren, 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 weiterfahren. Hier erstmal einsammeln alles, sammeln wir erstmal alles ein. Machen wir hier sauber, dann können wir hier weiter einsammeln, dann fahren wir hier so weiter, dann fahren wir weiter hier. Ja, also was machen wir jetzt momentan? Ich habe wieder keine Orientierung hier. Ich bin ein bisschen orientierungslos. Also, ich ernte jetzt die Kartoffelfeld ab. Und die Kalk oben fällt 15, 16, 15, glaube ich, kalkig. Und ist wieder ein Feuer geben. 15, 16 kalkig. Und dann müssen wir gleich den 16 müssen wir gleich den nächsten Content wieder abdenken. Und dann können wir dann nochmal 10 Tonnen wegbringen. Und also für den Content habe ich also 7000 bekommen. Und dann habe ich ja oben noch von Content stehen meine Hühner. Das heißt, die muss ich dann auch runterfahren. Und jetzt sind wir weiter am Ende hier. Dann sind wir am Ende, dann müssen wir hier noch die restlichen Ballen gleich wegfahren. Und dann sind wir gleich wieder durch hier. Dieses Haus hier. Die steht wieder dort. Der macht nichts, also müssen wir da mal hinfahren. Ich muss da mal hinspringen zu dem anderen. Ja, hier. Der steht wieder da, wo er nicht stehen soll. Wo ist jetzt hier? Der ist da oben so. Okay. Ich dachte, der wäre schon wieder voll, aber ich war am Turm gerade, oder? Okay. Der hier kann nichts machen. Und der das ab. Und der gruppert hier das Feld ab. Und dann ist er jetzt durch mit der Arbeit. Dann hast du das Feld auch gerobert. Okay. Feierabend. Was macht er jetzt? Ich weiß nicht genau.
versuche das nächste Feld hier zu ernten, oder? Nee, ich hab, das ist den ab hier. Ja, was macht der jetzt hier? Will ich das Feld auch noch machen, oder? Moment, okay. Ich geh mal weiter mal hoch. Das sehen wir jetzt hier. Kann ich mal mit dem weggeben. Und was macht der jetzt? Die kuppelt jetzt hier auf das Feld. Macht der nächste Feld kuppelt er auch noch. Das heißt, der bekuppelt dann andere Felder auf einmal weg, oder wie? Also falls stehen jetzt mal runter. Und da steht er sowieso besser. Dann kann ich ja mal gleich, mal den abschätzen. Und dann kaufe ich ihm, machen wir das heute, dass wir dann das neue Schneidwerk für Mais, dass ich das gleich mal ausprobiere. Ich hatte alle Felder da oben gleichzeitig gekriegt, oder wie? Die waren alle fertig. Das war notwendig, glaube ich. Es hat die 15, jetzt hat der 14 auch den Augen. Also wenn er erstmal anfängt zu greifen, dann ist er gar nicht mehr zu bremsen. Waren die Felder gehörten die mal zusammen, oder was ist los? Wieso kriegt er jetzt ununterbrochen ein Feld nach dem anderen? Man kann nicht schaden, aber trotzdem möchte ich jetzt erstmal das Schneidwerk irgendwo ablegen. Und dann kommen wir vielleicht dann wieder, hier müssen wir vielleicht gleich ernten mit dem Mais. Also hier muss man das Schneidwerk ablegen. Das lege ich dann irgendwo ab, wo wir das gut wiederfinden. Hier irgendwo so am Rand. Dass wir hier vielleicht das Schneidwerk ablegen können. Und dann kennt man das ab. Okay, haben wir. Dann fahren wir jetzt mit dem Geld zum Shop und holen den Maisschneider. Und das dauert natürlich auch wieder ewig. Ich weiß. Ich bin mehr Kaffee hier, als dass ich hier Bauer bin. Also, wie kann ich die Fahrzeit irgendwie abkürzen? Geht überhaupt nicht, ne? Also Fahrzeiten sind da einfacher als die anderen Sachen. Gut. Also da oben wird jetzt gerubbert und hier fahre ich jetzt zum Shop. Und dann müsst ihr vielleicht beim Shop mal langsam machen wir das Maisfeld, das muss ich kaufen. Und ich habe so viel Geld drauf? Nee. Nee. Muss ich mal sehen. Muss ich mal Geld holen. Nochmal 10.000 ein. 20.026, okay. Sind wir über 880. Also weiterfahren. Jetzt kaufen wir das Feld. Und seitdem haben wir konfigurieren. Details. Und dann kaufen wir den. Ja, 19.000 geht der noch. Wieder zurück, okay. Wollen wir den jetzt abholen. Dann holen wir den jetzt ab. Der hat wieder vom Grundtank. Ja, da komme ich gleich zu. Oder? Moment, vom Grundtank soll mal leer machen. Und sollte mal leer machen. Der steht jetzt hier oben mit dem Gerät vom Grundtank. Der ist schon wieder leer.
Muss der jetzt auch noch gekriegt werden? Weiß ich nicht genau. Also, ich wollte auf jeden Fall, das jetzt hier, das ist wieder leer. Nee, das nicht leer, das hat die Arbeit beendet. Der will sagen, dass jetzt hier jedenfalls vielleicht schon noch was machen muss oder was? Was sollte das? Wo steht jetzt? Da stehe ich jetzt. Ja, das ist ein T. Und das gehört mir ja gar nicht, das Feld. Muss aber auch gerobert werden. Ich stehe jetzt da. Und da stehe ich auch. Und da möchte ich eigentlich hinfahren. Und da ist mein Einchecken. Und jetzt möchte ich den erstmal abdenken, damit er hier weiter enden kann. Und dann kommen hier nochmal 10 Tonnen rein. Dann fahre ich die 10 Tonnen gleich mal zum Restaurant. Okay, geht der jetzt oder? Ja, habe ich. Okay, dann kann ich die wieder wo kriege ich hier den guten Preis? Guten Preis für Kartoffeln. Immer noch Getreidespeicherzentrum. Ganz. Richtung 220, ne? Dann fahren wir wieder nach oben zum Getreidespeicherzentrum. Aber nicht mit der langsamen Krücke hier, sondern da müssen wir jetzt eine Maschine ansetzen. Getreidespeicherzentrum. Okay. Dann fahren wir jetzt hier erstmal runter. Und setzen wir den hier ab. Und dann setzen wir den hier ab. Auf der Straße. Dann wir den jetzt hier ab. Also wie toll, der steht großartig jetzt da. Können wir den mal abhängen. Und dann fahren wir mal hier rum. Und dann fahren wir jetzt hier mal so rum. Und dann kommen wir da haben wir jetzt Kartoffeln, jetzt müsste ich da gleich grubbern. Da müsste ich dann gleich grubbern. Den Grubber habe ich ja unten. Und dann, wenn wir den grubbern, wenn der andere da quasi weiterarbeitet. Und ich hätte erstmal die Kartoffeln fahren, aber ich habe keine Rennmaschine dafür momentan frei. Also fangen wir erstmal den an. Und den an. Und dann fahren wir den weit hinten. Und ich kann da schon mal arbeiten. Und ich bin im Stress wieder, ich weiß nicht, was ich nächstes machen soll. Soll ich jetzt erstmal die Kartoffeln wegfahren? Oder soll ich erstmal grubbern oder was soll ich machen? Beste wäre gewesen, kann ich eigentlich an meine Maschine da was anhängen? An den Drescher? In der Drescher hinten was anhängen? Weiß ich so genau nicht. Der ist ja stark, aber ist der so stark? Weiß ich nicht. Also, hier kommt jetzt die Drescher gleich hin. Und dann fahren wir jetzt mal hier so rüber. Und dann fahren wir hier so hin. Dann fahren wir jetzt mal ein Stückchen zurück an den Anfang hier. Dann weiter. So. Dann stellen wir den jetzt hier erstmal ab. Dann stellen wir den mal hier ab.
Okay, dann fahren wir weiter. Dann fahren wir jetzt die Kartoffeln. Fahren wir dann die Kartoffeln. Wo müssen wir die Kartoffeln anhängen? Wenn die hier anhängen, normalerweise kann man die schon anhängen, aber heute weiß ich nicht so genau. Also, jetzt hängen wir die Kartoffeln an. Dann fahren wir die Kartoffeln zu massieren. Okay, dann fahren wir die Kartoffeln zu massieren. Dann kaufen wir die da. Und das dauert dann nicht so lange. Dann haben wir das Geld schon mal. Okay. Dann wir 7000. Gerade hatte ich noch 26.000 am Konto. So habe ich jetzt nur noch 7000. Ich wollte da gerade den kaufen. Und da habe ich auf 880 erhöht. Oder nicht? Das Guthaben. Und jetzt habe ich nur 7100 oder wie? Sieht so aus. Das sieht so aus. Habe ich jetzt 880 Schulden oder abgezogen werden kann eigentlich nichts. Der Kalk muss natürlich abgezogen werden. Und das war nur 2000. So viel habe ich trotzdem nicht. Also fahren wir nochmal hier los. Dann schauen wir mal jetzt hier. Holen wir die Kartoffeln los hier. Und jetzt hat es nie Preis, aber ist egal. So. Und jetzt wollte ich mal sehen, hier. Da haben wir also 1880 habe ich also. Und ich wollte doch, also der Kaufpreis ging schon runter. Der ist schon abgezogen worden, weil ich das Geld ja schon gekauft habe. Okay, gut. Deswegen hatte ich jetzt nur noch 7000 drauf. Dann kriege ich 5000 für den Preis. Okay, dann können wir wieder zurückfahren. Und dann fahren wir zurück hier gleich. Und dann fahren wir zum Feld. Und dann kommen wir gleich den Tonkontank wieder. Ich habe 10.000 Euro bekommen, 7.000, 5.000, 12.000 für den Kontank, für die Kartoffeln. Und ja, ist auch eine gute Arbeit. 10.000 mache ich sonst nicht mit einem Feld. Also, weiterarbeiten. Ja, ich bräuchte vielleicht doch hier unten das Feld, statt da unten, da oben das eklige Feld. Sollte ich vielleicht hier unten das Feld nehmen. Das hier, der Nummer 22, so ein großes Feld. Dass ich das habe, das ist gleich dahinter hier. Aber das kann ich mir momentan nicht leisten. Oder doch, jetzt habe ich ja Geräte, habe ich. Das letzte Gerät, was mir fehlte, ist also der Maisvölker. Und da bin ich jetzt praktisch nicht ein vollständiger Bauer, ein vollständiger Getreidebauer. Okay, jetzt haben wir hier wieder einen Bauergeist. Wo sind wir jetzt hier? Wo stehen wir jetzt hier? Da hinten stehen wir. Okay, dann können wir mal hier wechseln. Den anderen da. Den nicht. Den auch nicht. Auf den hier. Auf den auch nicht. Auf den auch nicht. Den wollten wir wechseln. Dann wollten wir mal den Maisvölker holen. Das Mais-Schneidwerk, das ich gerade gekauft habe in 1900, das steht jetzt im Shop. Dafür müssen wir mit der Maschine quasi dahin fahren und den abholen.
Ja, also mein erster Maisflöcke, den ich kaufe jetzt hier. Und das ist ein Mais-Schneidwerk. Und damit kann ich also Sonnenblumen ernten und damit kann ich Mais ernten. Ich habe jetzt zweimal Sonnenblumen geerntet auf meinen Feldern und einmal Mais. Ich weiß nicht genau, wie viel das bringt. Sonnenblumen, glaube ich, bringen mir jetzt ein bisschen mehr. Vom Preis her habe ich gesehen. Aber die Preise schwanken ja auch ständig. Und wie viel ich jetzt davon einnehme, weiß ich auch nicht. Beim Mais, beim Soja von einem Feld, dass es 2000 Tonnen sind, 3000, 4000, 6000, weiß ich nicht. Also, lassen wir uns mal überraschen. Ich habe vielleicht dann heute noch, dass ich vielleicht jetzt hier den abhole. Der wird nur 25 in der arme Krücke, aber ist egal, ob sie fährt. Und dann, wenn wir jetzt hier, okay, dann fahren wir jetzt hier mal auf den Hof. Da steht das Maiswerk schon, wo ist da vorne, wo ist hinten. Müssen wir also von hinten anfangen. Und dann, Gott sei Dank hat die jetzt schon mal intelligent eingestellt, wollte ich gerade sagen. Aber dass es so intelligent ist, weiß ich jetzt auch nicht. Kommen wir jetzt hier dran, also will ich mal zurücksetzen, dann so dran setzen. Hier haben wir ein schmales Gerät, aber also ein schmales Gerät, dann können wir damit abfahren. Jetzt fahren wir mit dem Gerät also ab, mit dem Bleistift hier. Okay, und dann können wir den gleich auf das erste Maisfeld setzen. Auf das erste Feld, auf 24 setze ich den dann gleich mal an. Und ich muss mal sehen, ob ich da überhaupt schon ernten kann, die erntereif sind. Und ja, also heute wieder total Chaos hier in Chaostag. Mit der habe ich die Kartoffeln geerntet. Und ja, für morgen habe ich schon nichts zu ernten, ne? Oben habe ich sogar gesetzt, glaube ich, irgendwo. Den wollte ich auch schon sehen. Oder wie war das? Also, jetzt haben wir den haben wir jetzt mal. Dann sehen wir mal, wie lange der braucht. Was haben wir? 17:30, 17:40. Gleich schon wieder Feierabend. Also, hier ein langer Tag heute. Der ist jetzt gleich fertig da oben. Und dann kann der jetzt hier auch arbeiten. Da hätte ich gleich auch mal tanken können, okay. Also wie sieht mein Kraftstoff aus? Brauche ich dann noch vielleicht den Kraftstofftank, damit die ganzen Fahrzeuge da auch die Möglichkeit haben, aufgetankt zu werden. Oder ich mache dann mal so eine Runde und ich fahre jetzt mal hier runter. Dann fahre ich ja gleich um. Ja, also das sieht schon von der Farbe her, könnte das schon mal passen. Dann muss ich jetzt hier hoch. Von der Farbe her könnte das schon mal passen. Müssen wir mal sehen jetzt hier,
Wie sieht es aus mit den Feldern? Da sind wir also, die genau da abgehen werden die Felder, also nur das Feld 1 mal ab. Und wollen wir jetzt was Ernstspaßiges bestimmt tun, ne? Und ich komme jetzt hier erstmal diesen Dummblumengebüsch, ne? Den Dummblumen und dann kann ich jetzt hier mal den runtersetzen, den einschalten und dann mal fahren lassen. Okay, jetzt erntet der also die Dummblumenkerne. Jetzt habe ich noch ein Feld mit Dummblumenkerne. Da kommt aber nicht viel bei herum hier. Das sehe ich aber schon. Da wird nicht viel abgeerntet. Und dann habe ich nochmal Dummblumen. Zweimal Dummblumen und da hinten habe ich Mais. Okay, wenn nichts zusammenkommt, dann den Kernwagen, den traut man. Weiter. Okay, das macht er jetzt hier. Und das ist die große. Und das ist hier der. Den brauche ich jetzt hier oben auch nicht mehr, ne? Was habe ich denn da hier? Hier habe ich den, habe ich hier oben. Mit dem muss ich mal runterfahren. Da habe ich jetzt noch Weizen drin. Und dann habe ich vor allen Dingen wieder meinen Traktor. Mein wichtiges Geld hier. Mein Wallet. Da kann ich mit dem runterfahren. Und dann sind er jetzt hier 12.000 Weizen drin. Und wieso steht der da und der Zucker? Ich kann mal wissen, und der Zucker steht. Ja, geht's jetzt hier hoch oder runter? Hoch scheinbar. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Jetzt habe ich auch eine schnelle Maschine hier. Eine schnelle Rennmaschine. Und können wir hier ein bisschen Tempo geben. Jetzt haben wir also Weizen drin. Und mit dem Weizen können wir jetzt mal die Hühner satt machen. Zum Teil wenigstens. Und ich muss ja mal nach hinten fahren. Hinten, glaube ich, war die Not am größten, ne? Hinten war, glaube ich, die Not am größten bei den Hühnern. Auf jeden Fall war es schon im roten Bereich vorhin. Und außerdem habe ich da auch nicht da den. Also, jetzt haben wir einen Maisernte und dann fahren wir jetzt hier erstmal hier rüber. So muss man hier so runterkommen, dass wir dann hier so rüberkommen, dass wir den da hier so überziehen. Und so den vielleicht hier gleich mal weiter einziehen. Ja, da haben wir was, können wir nicht mal abladen, haben wir das. Und dann wird der Weizen abgelernt, komplett jetzt oder fast komplett. Und jetzt hat den Verbund drin, okay. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Gute Frage. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wie kommen wir nicht raus? Wie kommen wir nicht raus und kommen wir da irgendwie rum? Kommen wir wahrscheinlich noch nicht rum. Also, versuchen wir hier mal so rumzukommen, wenn das so geht. Und dann fahren wir nochmal so rum. Abenteuerlich bin ich hängen geblieben. Okay.
was machen wir jetzt? Wenn ich weiter da unter irgendwie so fahren, ja, super. Mein super Fahrzeug hier, der fällt alles. Okay, haben wir. Dann können wir sehen, dass wir 2500, dass wir das hier irgendwie abliefern. Wenn das hier klappt. Okay. Dann können wir jetzt hier vielleicht, bevor die Hühner hier anfangen zu hungern, also müsste bald hier drauf sein. Und dann schicken wir was da abwischen. Okay, dann können wir den Weizen mal ausschütten. Okay, mit dem Weizen abgeladen, lohnt sich zwar nicht, aber ist egal, trotzdem. Und dann haben wir den Weizen weg. Ist der Weizen alle? Und die sind trotzdem noch nicht richtig, denke ich mal, hier die vorne. Und dann will ich mal das Geld hier, den jetzt mal abstellen, wohin damit? Ich weiß nicht genau. Also, dann stellen wir den erstmal hier hin. Dann stellen wir den erstmal hier hin. Den Transporter. Und ja, weiter. Weiter heißt das, den mal abschalten. Dann müssen wir den Akkus mal, den Usus einschalten. Machen wir den Usus mal dran. Und wir mit dem Usus mal ein paar Ballen verkaufen. Damit wir heute auch ein bisschen Ballen verkaufen. Okay, haben wir eingestellt. Okay. Jetzt können wir vielleicht, was haben wir jetzt hier, 5 Ballen, 4 Ballen. Jedenfalls zu wenig. Aber hier ist Nummer 1. Und du bist Nummer 2. Du bist Nummer 3. Du bist Nummer 4. Und du bist Nummer 5. Okay. Und Nummer 4 haben wir nicht vergessen. Dich hier habe ich nicht vergessen. Nummer 4. Nummer 4. Da haben wir 5, da haben wir die Nummer 6. Haben wir hier die Nummer 6. Okay. Und jetzt sind das immer alle hier. So aus, ne? Nummer 6 immer alle. Und dann springe ich mal kurz wieder auf den anderen Traktor. Möchte den mal einschalten. Und dann hinten auch einschalten. Dann können wir immer weiterfahren. Dann können wir vielleicht immer was auslaufen. Am Ballen. Das war heute, was haben wir, 18 Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit hier. Heute, dass ich meine 8 Ballen zusammenbekomme. Mit Dach und Krach hier. Und ja, der Rest, den müssen wir morgen machen. Da unten liegt noch einer. Da liegt noch einer. Der ist gerade dahin geholt, ne? Das ist jetzt die Teil der Ernte nicht verkauft und heute wir natürlich weniger Einnahmen heute. Oder? Wenn wir einen abwerfen? Oder nicht? Den noch nicht, aber vielleicht will der nächste. Okay.
Also das ist wichtig, weil ich so ein bisschen Geld heute mache. Und dann die 10.000 gekommen. Wieder anfallen. Wieder einschalten. Also, jetzt habe ich also Mais gekauft und jetzt ernte ich Mais. Und so einen Blumen habe ich auch gekauft. Und aber da brauchst du schon große Felder, damit das sich überhaupt rentiert, glaube ich. Und das Gras hier ist immer am rentabelsten. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Hier sind wir wieder durch mit einem. Da sind wir hier gleich fertig. Und 3 Stück jetzt da liegen. Und jetzt haben wir die restlichen Jahren ab. Nicht mehr so viel, habe ich das Feld gleich. Dann sind das, da waren 6, sind 9. Und dann baue ich das Feld noch ab. 9. Komme ich heute auf 12, 14 Bilder drauf. Wieder 14. Also. Schon wieder ein Anfang, glaube ich, ne? Habe ich schon mal versucht. Und habe ich jetzt da 5 liegen unten oder weiß nicht. Da bauen wir das hier so rein. Okay, da liegen 4. Dann kommt gleich Nummer 5 dazu. Okay, haben wir das Feld jetzt gleich abgeerntet. Hier das Gas. Und wo wir hier noch runterfahren, haben wir das damit. Das geht dann nicht mehr. Also, okay, dann fahren wir ein Stückchen weiter. Und dann noch ein Stückchen. Nehmen wir das hier mit. Dann bin ich hier durch. Bin ich durch mit dem Feld. Und dann wir hier noch was mitnehmen. Das bauen wir hier ein. Und hier haben wir ein Lauhaus. Okay. Das heißt, da unten habe ich noch was. Das kann ich noch hier mitnehmen. Hier habe ich noch diese Zeug liegen, das ich vorhin nicht eingepackt habe. Und da habe ich dann auch noch was. Nehmen wir das auch mit. Da fahren wir mal da unten rum. Nehmen wir das, packen wir das noch mit ein.
So. Und dann sind wir durch, ne? Sollten wir durch sein jetzt. Kann ich ja was abhelfen hier? Ich weiß nicht genau. Genau hier ran. Dann sind wir fertig für heute. Okay. Dann werfen wir den ab. Und dann fahren wir unter dem Stellplatz. Haben wir das heute als, ja, was haben wir? 19 Uhr gleich, das Feierabend zu machen. Und dann können wir das Gespann mal wieder hier hinstellen. So. Und dann wechseln wir mal. Nämlich was ist hier los? Der ist hier oben, der ist hier unten, da sind wir. Okay, dann bauen wir mal die Ballen. Ich will die Ballen verkaufen. Stehen auch, da unten, ja. Okay. Du bist meine Nummer 7. Und du bist meine Nummer 8 hier. Nummer 8. Okay, ich wollte den umlassen. Nummer 8 und dann fahren wir zur Scheune. Und hoffen, dass wir dann auch nochmal 800 bekommen dort. Und der steht schon mal hier. Was macht der jetzt? Der voll oder ist der nicht voll? Monto, wo wir wechseln zum Feld. Welches Feld ist denn das jetzt hier? Das ist ein Kartoffelfeld. Das Ding wird auf. Das ist der Kartoffelernter. Ich muss den vielleicht da hinten machen. Ist da noch was drauf oder? Ich weiß nicht genau. Ich muss mal kurz wechseln. Das ist die Kartoffelmaschine. Und cool. Macht ja gut den Anhänger drauf. Das sind die Sonnenblumen. Also, das sind die Sonnenblumen. Dann kann ich dann das nächste Feld fahren. Kann ich hier auf Sonnenblumen ernten. So. Sonnenblumen haben wir, ein Feld hat gerade mal. Wenn du, also, jetzt habe ich Sonnenblumen abgehängt, dort unten. Und dann habe ich da drüben auf Sonnenblumen. Also, da muss ich ja irgendwo fahren. Da drüben muss ich hinfahren. Da muss ich hinfahren. Okay. Und das macht also nicht so viel. 2 Tonnen, 2,5 Tonnen. Das war also nicht so üppig. Also, haben wir Marsch bitte einschalten und Marsch. Geht 2500, 2400. Ich kann gerade mal hier kann man nichts machen. Und hier, ja, hier habe ich jetzt auch 10 Tonnen Kartoffeln drin. Die könnte ich eigentlich nochmal abdenken. Nochmal ausfahren hier, oh. Und dann fahren wir gleich da hin zum anderen. Zu dem nicht, nein. Zu dem auch nicht. Zu dem auch nicht. Zu dem fahren wir. Und jetzt fahren wir da gut runter. Wir sind eigentlich, naja. Und dann können wir das hier. Fertig machen. Und den hier mal abhängen. Okay. Dann müssen wir 10.000 Tonnen. Und also dann fahre ich mit der Ernte gleich weg.
fahre ich mit der Ernte weg. Fahren wir mit der Ernte weg hier. Und ich hole den gleich kubanieren. Ich habe keine Maschine zum Kubanieren momentan. Dazu muss ich dann erstmal den wieder wegfahren. Oder ich habe jetzt einen freien Traktor, ne? Jetzt habe ich einen freien Traktor. Jetzt hängen wir den ab hier. Und damit. Und dann setzen wir den gleich dahinter. Und dann machen wir gleich den hier. Dann kann das Feld wieder grubbern. Und dann sehen wir dann morgen, was der weitermachen kann. Da fahre ich gleich mit dem einen drüber. Und okay. Ja. Und dann können die jetzt hier mal absenken. Dann können die jetzt gucken in das Feld. Dann muss ich mit dem anderen da oben, mit dem anderen Fahrzeug, mit dem nicht, mit dem, muss ich mal runterfahren. Und das sind wir hier wegfahren. Wohin damit? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau, wohin damit. Mein Feld irgendwo hin. Oben habe ich keine Kartoffeln und jetzt habe ich immer keine Kartoffeln gesät hier. Ist meine Nase voll. Und was haben wir 20 Uhr, aber gleich ein Feuer machen. Da habe ich noch 4 Ballen. Das heißt, habe heute etwa 12 Stück hier gemacht. Okay, dann lassen wir den mal stehen liegen und fahren wir gleich zur Schone. Dann fahren wir gleich mal zur Schone. Und hatte ich die nicht oben hingestellt immer? Die Kartoffelernte beim letzten Mal. Ist die nicht hier irgendwo hingestellt? Die steht eigentlich auch überall gut. Also, dass ich den hier hinstelle. Okay, kann ich den ausschalten hier. Bleibt der stehen. Den übersieht man ja nicht, den verwechselt man auch nicht so schnell. Okay, zu dem brauche ich auch nicht. Zu dem möchte ich jetzt hier, da habe ich den ohne gute Schone. Und dann habe ich noch die Kartoffeln wegzufahren. Und bringt auch nicht viel Kartoffeln, aber jetzt habe ich jetzt mal 8000, dann habe ich mal 4000. Das gibt dann nochmal 2.000, 3.000 hier. Und der Rest müssen wir sehen. Morgen. Hier muss ich hoch. Hier muss ich hoch. Also. Meine Schulden steigen, die senken nicht mehr, die steigen immer noch. Und das müssen wir auch mal ändern. Ich habe jetzt genug gekauft erstmal. Das sage ich jeden Tag. Also gestern habe ich heute habe ich auch wieder 19.000 ausgegeben für das Geld hier. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier vielleicht mal wie soll's? Ich hoffe, ja, mit dem Ausfall, dass wir den hochfahren. Und hoffentlich kriege ich einen guten Preis dafür. Ja, jeder Preis ist gut, ne? 10.000, ja super. 10.000. Und dann haben wir nochmal 4.000 jetzt.
Und der erste wieder übrig bleiben. Ja, dann können wir jetzt losfahren schon mal. Dann kann ich hier mal jetzt hier rechts vorbeifahren. Da wollte ich erst fahren und die restlichen Ballen holen. Ja, also 4 Ballen haben wir nochmal. Gibt nochmal 4000. Und dann haben wir nochmal 2000 vielleicht für die Kartoffeln. Oder 1500 vielleicht. Und ja, dann haben wir für den Mais, weiß ich nicht genau, was wir da bekommen. Ja, also hier habe ich jedenfalls das Gefühl, dass ich schnell vorankomme. Und sagen wir mal die Malen, die hellen Lichtpunkte da, die leuchten immer gut. 4 Stück habe ich da. Also, durch meine Nummer 1 hier. Durch meine Nummer 1. Durch meine Nummer 1 hier. Bist du meine Nummer 2? Und du bist meine Nummer 3. Da denkst du irgendwie, ich bin im Träumen. Hab ich den nicht aufgemacht? Ich habe den nicht aufgefahren, okay. Dann kann das hier nicht klappen. Also, auf ein neues. Du bist meine Nummer 1. Haben wir. Und dann bist du meine Nummer 2. Haben wir auch. Dann bist du meine Nummer 3. Und du bist dann meine Nummer 4. Okay, das war's. Dann haben wir den oben lassen. Und dann nehmen wir die 4000 mal mit. Okay. Dann nehmen wir die 4000 mit. Und dann haben wir jetzt gleich 20 Uhr schon wieder. Ja, wieder 18, 20 Stunden heute. Unglaublich. Unglaublich. Und totales Chaos hier, habe ich den Eindruck, aber wir haben wenigstens ein bisschen Geld verdient heute, aber nicht so wie gewohnt. Die Felder bringen alles durcheinander da oben, aber ich habe gute Vorleistungen heute gemacht. Wer bekommt jetzt hier so viel Geld? Also, ich habe irgendwo Helfer im Einsatz, die ich gar nicht bezahlt bekomme. Hast du da einen Helfer, der robot unten das Feld? Ja, das Kartoffelfeld. Und der andere Helfer erntet oben. Und den können wir jetzt hier gleich umsetzen. Und wo sind wir jetzt hier? Okay, wenn wir abfahren, dann mal hochfahren. Nur noch 4000 Leute zusammen. Und damit haben wir dann heute was verdient. Was hat ihr verdient jetzt hier? Wollen wir mal wieder runterfahren? Was hat der Verdienst also heute? 27.000 Kontostand, 19.000 Fahrzeuge ausgegeben, war klar. 15.000 Ballen, 16.000 Ballen und 12.000 für Ernte. Das heißt 28.000. Dann haben wir gerade nur noch mal 10.000 für die Kredite hier. Also 5.000 zurückzahlen, 20.000, 10.000 zurückzahlen, dann haben wir noch 870.000. Okay. Und dann kommen wir heute noch 4.000 ab von den Zinsen. Gestern habe ich noch 4.000 gehabt gegeben. Also, die mal hochfahren, haben wir oben
Wenn wir jetzt hier mal zu meinen Feldern fahren, also 12.000 Ernte ist ja wenig heute. Das war ja nur durch die Kartoffeln. Was war mit den Hühnern? Ich weiß nicht genau, was mit den Hühnern war. Was ist los hier? Wieso fahre ich jetzt hier so? Wie bekloppt hier? Ich muss mal die Perspektive ändern wieder. Ich sehe wieder nichts hier. Also, da will ich auch nicht hinfahren. Ich möchte eigentlich daneben fahren. Also unter immer auf der Straße lang. So, also jetzt ist wieder in der Heimat. Und ja, jetzt habe ich hier noch irgendwo den LKW stehen. Jetzt fahre ich mit dem Auto mal unten hin. Und dann kann ich die Kartoffeln auch wegfahren. Und was war mit dem vollen Tank? Da habe ich irgendwo einen vollen Tank. Oder war der Tank noch nicht mal voll? Ich weiß nicht genau. Also, ich muss jetzt mit der Hose hin. Ich muss jetzt mit der Hose hin. Also je mehr Geräte du hast, je mehr Felder du hast, desto mehr Probleme gibt es. Helfer A hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, sehr schön. Der Helfer A war jetzt welcher, ja. Also, da habe ich Helfer F, der Robert. Und der Helfer A ist der 25, ne? Der hatte die Sonnenblumen. Und da möchte ich da mal hingehen. Die möchte ich mal Fahrzeuge entschädigen. Und was hat das Fahrzeug? 5500 habe ich bei den Sonnenblumen. Ja. Und was gibt es jetzt für Sonnenblumen zum Preis? Bei Sonnenblumenauto, ich weiß nicht genau, da haben wir Sonnenblumen 1400. Ein guter Preis eigentlich, 1400. Also, wenn wir jetzt erstmal wussten, die müssen wir erstmal hier abdenken, dann müssen wir so ausfahren. Dann fahren wir hier das so aus. Und dann baue ich jetzt erstmal einen LKW, mit dem ich bei lauter vielen Traktoren, wo ich den jetzt abhängt. Okay, jetzt fahren wir erstmal, dann fahren wir jetzt erstmal den nächsten Anhänger, und den jetzt hier, ne? Da steht der, den wollen wir jetzt mal anhängen, und dann wollen wir die Sonnenblumen da einfahren. Und wenn wir die Sonnenblumen da einhängen, dann verkaufen wir die Sonnenblumen auf kleine Auto auch nochmal 1400, das ist ein guter Preis. Okay, haben wir. Und dann müsste ich jetzt hoch auf das Feld und dann die Sonnenblumen abdenken. Jetzt im Dunkeln, ich muss mal Licht machen. Wo ist jetzt hier? Wo ist er jetzt hier? Ich sehe den nicht. Die müssen da oben irgendwo stehen. Das ist hier abgedenkt. Und da steht der, glaube ich. Da unten eine Reihe. Wo steht der jetzt hier? Da steht der, okay. Dann fange ich mal drunter. Und dann wird man das hier gepackt kriegen. Noch ein Stückchen, so. Und jetzt packt ihr die Sonnenblumen. Und dann fangen wir mit dem Sonnenblumen wohin. Wo kriegen wir einen guten Sonnenblumenplatz? Ein geteiltes Speicherzentrum wieder. Meistens gibt es ja einen guten Platz. Fahren wir zum Restaurant. Okay. Dann fahren wir zum Restaurant. Dann können wir den Kartoffelabgleich einfahren. Also, das gibt ja bei 1500, 500, müsste es 7.000, 8.000 geben. Also,
Auf geht's. Und die zwei Felder zusammen haben wir jetzt gerade mal jetzt habe ich die Felder hier wieder fertig zu machen und okay, die ist also fertig und da oben morgen ist also Serie- und Arbeitstag. Morgen scheint wahrscheinlich das Wetter. Also haben wir heute die Erfahrung, morgen weg die Kartoffeln, das Salz nicht. Und heute möchte ich nochmal 7.000 die Ernte sich ein bisschen verbessern von, was habe ich, von 12.000 auf 20.000 ungefähr. Was habe ich jetzt heute geerntet? Die Eier und was noch? Die Kartoffeln 3.000, 20 Tonnen, waren nicht so viel. Waren nicht so viel heute. Und kommen wir hier hoch und dann okay, sprechen wir mal die Sonnenblumen. Mein erster Sonnenblumenverkauf. Sonnenblumenkerne. Haben wir für 8.000 bekommen, super Preis, gut. Und dann können wir 8.000 Euro nochmal. Das verbessert die Ernteleistung heute. Also dass ich heute auf 20.000 mindestens komme bei der Ernte. Und 20.000 fehlen eigentlich nur noch, jetzt kann ich den wieder hinten hinfahren, kann ich noch die Kartoffeln wegfahren, dann bin ich hier durch. Heute habe ich alle Ernte weggefahren und das auch mit 21 Uhr heute. Also, wo steht der jetzt hier mit der Ernte? Da haben wir 10.000 drin ungefähr, ne? Da steht er. Dann würden wir den noch eben wegfahren. Und dann stellen wir den jetzt an die Hühnerstelle. Ja, das heißt, die Hühner sind erstmal versorgt. Ne, die sind nicht versorgt. Da fehlt ja der eine. Der hatte viel zu wenig. Also, hier wollen wir erstmal den einen abstellen. Hier so hin. Dann gehen wir weiter. Dann kommen die Kartoffeln weg. Und ja, mit dem kommen wir gut voran hier. Mit dem New Holland. Und der wird ja gut gepflegt. Meine ich zumindest bei meiner rabiaten Fahrweise hier. Muss einen das nicht wundern, dass die Fahrzeuge nicht alt werden. Also, mal dumm. Okay, haben wir 10.000 da drin. Okay, wo gibt es einen guten Preis? Ist egal. Preis ist mir egal. Wir bringen jetzt die Kartoffeln dahin. 200.000 so ungefähr. 200.000 glaube ich. Oder? Wenn wir jetzt das Geld von Schenken haben, Moment. Da sind wir hier. Da sind wir bei den Kartoffelpreisen. Da sind wir. Das heißt, wir kriegen wieder 1.400 oder wir kriegen 2.600. Da dürfen wir schon da hinfahren.
zum Gemeindespeicherzentrum, aber es ist wieder am Ende der Welt. Ist egal, fahren wir zum Ende der Welt hin. Wer kriegt denn jetzt eine Notzahlung? Ich habe halt bezahlt oder nicht? Habe ich nur Leute? Sind nur Leute hier bei mir beschäftigt? Ich sehe keinen mehr. Und da stehen da oben noch welche? Nee. Oder habe ich nur Schläfer? Der ist durch, okay. Kommen wir jetzt mal weiter. Und von wo man die Seite von da oben ab, vom Getreidespeicher. Ja, wie komme ich da jetzt hin zum Getreidespeicherzentrum? Das heißt, ich müsste wieder auffahren zu meinen Feldern. Ich muss jetzt hier am Schub vorbei und dann da zum Schub vorbei. Dann muss ich ja die Straße hochfahren, an dem Rind und dann in meinem Rind da links hoch. Also fahren wir jetzt erstmal hier auf den Bahnschienen. Wie sind die Bahnschienen? Hier rechts irgendwo, ne? Hier haben wir Bahnschienen. Hier rechts jetzt. Hier haben wir Bahnschienen. Und dann fahren wir jetzt hier hoch, genau. Und dann fahren wir jetzt zum Gemeindespeicherzentrum. Mit 10.000 Tonnen, ungefähr knapp 3.400. Ist auch Geld. Das ist auch Geld. Also, wenn da fast eine Differenz. Also, zieht ihr ewig langsam hin und her. Mann, oh Mann. Geht das hier noch berghoch. Ja, dafür geht es dann gleich wieder bergunter. Und hier haben wir den schon, okay. Hier haben wir den und jetzt fahren wir da. Hier das Feld hoch. Fahren wir jetzt hier hoch. Zum Getreidespeicherzentrum. Ja, hier war ich heute schon ein paar Mal. Ist der Kalkspeicher eigentlich wieder leer? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls habe ich oben gut gekalkt und die Arbeit da oben sind natürlich auch notwendige Arbeiten für gute Ernte. Und ich habe beim ersten Mal davon profitiert, dass jetzt der ich habe davon profitiert, dass der Mate das für mich gemacht hat. Und dann kommen wir jetzt hier drauf und dann nehmen wir die Kartoffeln mit. Dann haben wir es los hier. Schrägen, da sind wir. Okay. Wir haben 3.400. Mittlerweile. Sehr schön. Okay, dann wieder zurück hier. Dann wieder runter. Rein. Im Feldweg rein. Bauen den Feldweg hier runter.
Ja. Jetzt sind wir fertig für heute. Was haben wir verdient? Ich hatte Verdienstausschritte, also 19.000 Kosten, 16.000 Ballen und dann aber 24.000 davon. 16, 24 und 16, 30 sind 40.000 Leute. 40.000, dann haben wir 6.000 Lohnzahlungen und der hat uns sonstiges. Was war sonstiges? Ich weiß nicht genau. Also der Kalk, muss den Kalk heute kaufen und so. Für Kalken habe ich aber sonstiges bezahlt. Ja, es ist heute nicht viel übrig geblieben, aber morgen vielleicht ein bisschen mehr. Okay, wird Zeit Feierabend zu machen. Nicht schön auf der Straße nehmen. Dann sind wir gleich auf der Straße. Und das wird dann hier. Wir werden hier runterfahren. Und dann von hier. Und dann macht der jetzt hier immer Stau oder was? Müssen wir jetzt. Fährt der jetzt, fährt nicht. Der fährt nicht. Also machen wir jetzt hier einfach weiter. Und okay. Ich möchte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit haben. Oder was ist los mit dem? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ein Bein von mir. Kann nicht sein. Und da blockiere ich da was. Und ich jetzt wüsste. Gut. Das heißt, es ist mein zweiter Detektor. Zweiter Anhänger. Jetzt habe ich alle Anhänger hier unten. Und den ersten stelle ich mal hin. Der erste kommt jetzt hier hin. Hier kommt der erste hin. Und den zweiten habe ich dort. Okay, das war's jetzt mal. Und damit können wir dann jetzt mal drauf fangen. Kommen wir jetzt hier mal hoch. Und ja, wir sind wieder da. Wir sind für den Feierabend machen. Und die ganze Sammlung morgen ein. Okay Leute, das war's von hier. Und ich wünsche euch einen schönen